Also beim Probespielen hatte ich keine Untertitel gehabt. Ich habe sie ja nur jetzt gerade eingeschaltet im Scum VM. Freddy Pharkas? You was asking about Freddy Here we go. Pharkas? The man what saved Course Gold, only nobody knowed it was him? Why, just hop up here on old Whitland Willie's lap and I'll tell you all about it. Ow, consarn it, a bit more to the right. That's got it. Sit right there. Oh no, thank Sind you. bloß nicht synchron. Now, if I remembers this right, it's big. Jetzt sind die nicht synchron, die Untertitel, beziehungsweise werden nicht gewechselt. Was ist denn das für ein Kokolores in dem Spiel hier? Ich gehe mal zur Apotheke und guck mal, ob sich da was tut. Mäh. Alte Games, man muss sie einfach lieben, ja. Das meint der Doktor auch gerade, es ist schwer manchmal aus dem Bild zu laufen mit der Maus. Ich meine, wenn mir jetzt schnell noch jemand eine vernünftige deutsche Version zukommen lassen kann. Wir können noch schnell hier was reinschieben in den Ordner. Ich probiere jetzt nochmal den Dialog aus, ob das wirklich ein Problem ist mit den Untertiteln hier. Morning, Dominic. Morning, Freddy. Jetzt passt es. What's new? Let's see. I finished reading A Century of Dishonor last night. Quite impressive. That Helen Hunt Jackson really knows how to evoke an image of the white man's treachery. Do you know how many treaties your people have signed and then broken in the past 20 years alone? Excuse me, I heard someone calling me or something. Genau, du musst doch einen Rechner aufbauen. Bau noch mal einen 386er auf, Doktor. So, dann probieren wir es mal, ob es hier wieder zum gleichen Problem kommt, wenn ich versuche, in meine Apotheke einzusteigen. Score! You unlock the door. Tada! 500 points. Das ist schon schöner mit You're halfway Sprachausgabe. through the game. Also im Prinzip schon schöner. Der Wortwitz ist vielleicht auch kommt ein bisschen besser rüber. Genau, das ist das Problem gewesen. GOG hat nämlich auch nur die englische Version und die muss man dann auf Deutsch patchen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe diesen Deutsch-Patch runtergeladen, aber danach gab es halt Textboxen, wo der Text nicht reinpasste und so. Das sah halt nicht so schön aus. Dann habe ich die deutsche Floppy-Version noch hier, die offizielle, und die ist gerade abgestürzt. So, also sieht gar nicht so schlecht aus hier, ne? Ich mein Gott, ist das jetzt hier mein eigenes Hab und Gut? Genau, ein Deutsch-Patch mit der Talkie-Version geht nicht. Die CD, das wird dann die Floppy-Version auf CD gewesen sein, weil es gibt keine deutsche Version mit englischen Sprachausgabe. It's the president's wife. She's the head of the Just Say No to Ether campaign. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das kompatibel ist in so. Also das ist, glaube ich, nicht, nee. This multi-instrument piano roll style juke machine is called a symphonium. Trouble is, the company that sold it to you went out of business after producing only one roll. And how many times can a person listen to Does Your Chewing Tobacco Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight? Ich hatte übrigens auch mit der gepatchten deutschen Version diese Konsolenmeldung gehabt. Soll ich es nochmal versuchen, den Vorschlag von Inso zu machen, die deutsche Version ohne Konsole zu starten? Ich meine, das ist jetzt schon ein sehr spezielles Englisch hier, ne? You thought an ice cream stand would attract customers. Mostly it attracts cockroaches. Especially now Ich mag's that auch mit ice cream Voice. deliveries have stopped. Monkey! Hallo, Jackie. The top shelf is where you keep all the newest, most scientifically advanced medications safe from shoplifters. Dr. Winterhalter's magnetic effluvium tonic. Das ist das Professor Problem. Munson's deep wound iodine salt. Das ist noch ein Problem. Die Textboxen wechseln nicht durch, wenn es mehr als eine Textbox ist.
Ja. The top shelf is where you keep all the newest, most scientifically advanced medications. Oder weil es so safe from langsam ist, ich muss die shoplifters. Geschwindigkeit ändern. Dr. Winterhalter's magnetic effluvium tonic. Professor Munson's deep wound iodine salt bomb. A little goes a long way. And Chaz Burke-Squire, PhD's effervescent enema granules. Nee. Wir gucken mal, genau. Im Menü nochmal. Restore ist ja einfach nur laden. Oder was meinst du? Warum sollte ich jetzt nochmal laden? Ich hätte jetzt die Texte eventuell Geschwindigkeit nochmal geändert. Raise him if you are a fast reader. Ich raise ihn nochmal so ein bisschen. Mal gucken. The top shelf is where you keep all the newest, most scientifically advanced medications. Wenn ich klicke, bricht das safe nämlich from ab. Shoplifters. Dr. Winterhalter's magnetic effluvium tonic. Professor Munson's deep. Ja, dann bricht das komplett ab. Ich speichere hier mal eben und dann probieren wir mal eben. Ich weiß es nicht, ob ich es wirklich nochmal mit Deutsch versuchen sollte. Speichern kann ja auch nicht schaden. Zwischendurch. In der Apotheke. Ja, ich habe schon 500 Punkte. Ich bin tatsächlich halb durchs Spiel. Das war kein Witz. 500 von 999 Punkten. Okay. You thought an iced cream stand would attract customers. Mostly it attracts cockroaches, especially now that the iced cream deliveries have stopped. Er verkauft in der Apotheke Eis, gar nicht so dumm, ne? Kriegt man Bauchschmerzen von, kann man direkt Medizin verkaufen. Das Spiel macht keine Witze mit mir, genau. Hallo mehr der Ideen. Was hat es mit dem Zera-Game auf sich? Technische Probleme hat es auf sich. Wir haben versucht, die deutsche Version zu spielen, die ist abgestürzt. Jetzt spielen wir die englische Talkie-Version. Und die blendet die Texte noch falsch ein. Im Prinzip sind wir aber ein Apotheker, der, glaube ich, die Lehrerin der Stadt daten möchte. So viel habe ich mitbekommen. It's a tube of Preparation G, the Wells Fargo wagon driver's friend for over half a decade. Preparation G. Kann ich das mitnehmen? Oh, was ist nehmen? Ist das nehmen? You pick up a tube of Preparation G in the handy 25-ounce crabby elephant size. Ich habe das Gefühl, da steht in der Anleitung, was das genau ist. 501 Punkte. Fast durchgespielt. No. The tube of Preparation G, the latest Hämorrhoidencreme. hemorrhoidal unguent from the folks at Park Loomis, is labeled Top Tush Treatments since 1848. So, Hämorrhoidencreme kann man auch als Gesichtscreme verkaufen, gegen Falten und so. Was ist das hier? This multi-instrument piano roll-style juke machine is called a symphonium. Trouble is, the company that sold it to you went out of business after producing only one roll. And how many times can a person listen to Does Your Chewing Tobacco Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight? Das ist eine Jukebox, die nur einen einzigen Song spielen kann. Mhm. This bottle is filled with this century's most incredible Okay. medical breakthrough. Oh, ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch was. Medical You Breakthrough? won't be needing any leeches in this game. Ach so, da sind Blutegel, glaube ich, drin. Oh, das kann ja heiter werden, das Pixel-Hunting hier, weil die interaktiven Objekte gar nicht gekennzeichnet sind. Ich soll das Spiel ein bisschen kleiner machen. Ich spiele es hier im Vollbild. Ich sehe fast nur Pixel. Oder ich gucke hier hin. Auf meinem zweiten Bildschirm sehe ich ein bisschen kleineres Bild. It's St. Joseph, patron saint of chewable aspirin. St. Joseph, der Erzpatron der kaubaren Aspirine. If you pick it up, all the luck will run out of the bottom. Hat sich was mit Hotel das gegeben? Ja, wir haben uns doch umentschieden, Ignis. Wir haben doch schon gewählt. Wir spielen noch Resident Revelations. Teil 2, da haben wir doch schon längst einen Deckel drauf.
This is your pharmacy, where you work. Hence the name Pharkas' Pharmacy. Ja, das ist mein Zuhause. Das ist ein Haken. This is your... your diploma from the University of Hicksville School of Apothecary Sciences and other good guesses. The old alma mater. What memories. Hicksville School. Ja, Scarfi muss arbeiten, damit er sich das Abo leisten kann. Ja, ich würde es erstmal festlegen, Ignis. Das ist mir alles noch zu. Es gibt im Augenblick noch nichts, weder in die eine Richtung, in die andere. Wir haben es jetzt. Ich will ja jetzt da wirklich nicht mehr drüber nachdenken, über Nintendo. Und da jetzt einen Deckel drauf machen, dass wir erstmal darüber nicht mehr sprechen müssen. Nicht mehr drüber nachdenken müssen. Weil ich hoffe, du hast auch Bock drauf. Ich habe Bock auf Resident Evil Revelations 2. On the upper shelf of the right display case, you keep some of your hot sellers. Prospector's Pride Uranium Hair Highlighter. Her Majesty's second favorite Real Cream Toffee Lumps. Where'd you get those Rosy Cheeks face pincers? Chapspit Mucous Membrane Astringent Balm. Old Crater Face's Arsenic Complexion Tablets. And Smathers and Smathers Scrape Me Off the Ceiling Lord Jalapeno Arthritis Rub. Kann ich hinter die Theke gehen? Da ist noch eine Tür. Ja. Oh, Kundschaft. Ist das die Lehrerin? Frederick. Nee. Stimmt nicht. Why, Miss Prim, you sure are looking purty today. Now, Frederick, you may call me Penelope if you please. After all, I think we're to that point in our relationship. She must be talking about the hayride you both went on last month. Or the square dance you both went to last week. Or the cow-tipping expedition you both went on last night. Hast du ihm Kühe umgeschubst letzte Nacht? Well then, to what do I owe the pleasure of your company this fine morning? Oh, this isn't a social call, I'm afraid. I have this rather important prescription Doc Gillespie gave me. I was hoping you could fill it as soon as possible. My pleasure, Penelope. Penelope. Hat er sie mir jetzt gegeben? Habe ich jetzt was bekommen, was ich mir anschauen kann? Ja. Penelope Prim. 4 Millisekunden. Tyloxpolanide. Orally. 2-mal. 5 Tage lang. Why, the poor dear. She must be suffering from the vapors, those injurious exhalations produced within the body creating feelings of hypochondria and depression. Her prescription is in Doc's usual scrawl and smells of whiskey, so you know it's authentic. Okay, was mache ich jetzt damit? Ist das der Punkt, an dem ich in die Anleitung schauen muss? Why, the poor dear. You turn the prescription over looking for a locker combination or something, but there's nothing written on the other side. Hätte ja sein können. You press down on the tube and it crumples ever so slightly. What will modern technology think of next? Wir haben gerade eine Tube erfunden. Speichern. Gibt es eigentlich eine Schnellspeichertaste nochmal hier? You can't think of anything to say to that. Ich wollte mit der Dame sprechen. I sure have been having a swell time with you these past few weeks, Penelope. Why, thank you, Frederick. I have too. I do believe I have a growing affection for you. Solange es so eine Affection ist. Warum denn all der Streit? Wir trinken schon seit Tagen und sind schon ziemlich... And you're Right. scrawnier than the other men in town. She thinks I'm cute. She really thinks I'm cute. Hab ich das laut gesagt? So, Prosti. Guten Abend! Hallo Thorsten. Und tschüss Ignis. Liegt's an der Musik oder woran liegt's?
Das Rezept, was mache ich denn jetzt mit dem Rezept? Muss man in die Hand? Ne, so nehme ich das in die Hand, ne? Moment. Click here to change your cursor into a question mark. Then pass the question mark over the icons and learn how they work. They use an inventory. Okay. Das ist das zum Aufnehmen. Dann erscheint sie, glaube ich, hier oben auch als Schnellzugriff. Ich dachte, du musst nach hinten gehen, um das Rezept zu suchen. Das heißt, ich muss jetzt... Gott, was muss ich jetzt machen? Ich muss ihre... Was war da drauf? Was muss ich finden? Thyloxpolinite. Thyloxpolinite. Das war... Poor dear. She must be suffering from the vapors, those injurious exhalations produced within the body, creating feelings of hypochondria and depression. Her prescription is in Doc's usual scrawl and smells of whiskey. Sie, Blähung? The tube of Preparation G, Preparation G ist es schon mal nicht. So. Ja, okay. Was muss ich machen? Here, on top of your reduced table, Madame Gazonga's Parfum d'Eau Springtime Fresh Scent, Aunt Lily's Toilette Essence Shampoo, Frenchwoman's Brand Breath Detoxifier, Pinkham Edible Depilatory, Hollywood Land Ruminant Suppressant. Hollywood stars don't chew their cuds. Why should you? The new Episheep Easy Shearer, and Preparation G. Though you don't always have that on hand. Preparation G habe ich ja aufgenommen. On top of this cabinet, you have a stunningly arranged Das ist blöd, dass die Texte nicht wechseln hier. Das nervt mich. In the 8-ounce, 16-ounce, and giant 64-ounce Baby Huey jars, as well as a few dusty boxes of Rustler's Stove chocolates. Rustler's Stove, the standard of drugstore chocolates for over half a century. Da ist Schokolade drauf, aber die kann ich vielleicht nehmen. You won't need any limp root hair oil cream or Rustler's Stove chocolates today. Nope, that's not one of the pills, poultices or preparations you'll need. Aber ich bin anscheinend auf der richtigen Spur. Ich muss das richtige Mittel finden. Vielleicht hier? Up on the top shelf here, you keep your overstock. Giesbro & Palm's Athletic Foot Solvant. Apex Ear Hair Wax. Dr. Lecter's Open Wound Bracer and Hangnail Melt-Away Compound, M. Purina Slug Chow, and Vester's Guaranteed Pumice Acne Treatment. Die Musik kann gerne ein bisschen leiser, finde ich auch. Die wird auch irgendwie lauter, wenn sie nicht sprechen. Die Musik... Moment, kann man die Musik denn einzeln legen? Das muss ich im Scam VM machen. Da muss ich einmal raus aus dem Programm. Glaube ich. Weil hier kann man nur alles, glaube ich, machen. Das sind die Animationen. Ja. Save. Dann gucke ich mal, ob ich das im Scam VM irgendwie nochmal ändern kann. Weed. Musiklautstärke mache ich da mal auf 100. Dann vertut sich mal so ein bisschen. Gucken, ob es besser ist. Jetzt ist es sehr leise. Ich hoffe, man ist nicht zu leise. The top shelf is where you keep all the newest, most scientifically advanced medications safe from shoplifters. Dr. Winterhalter's Magnetic Effluvium Tonic. Professor Munson's Deep Wound Iodine Salt Bomb. A little goes a long way. And Chaz Burksquire, PhD's Effervescent Enema Granules. Ich mache es nochmal ein bisschen lauter, die Musik. Also ein bisschen leise. Wir befinden uns heute hauptsächlich im System und nicht im Spiel. So, MIDI nicht, sondern Lautstärke. Das habe ich 100, mache ich mal die Hälfte.
So machen wir das. Brokey, wie ist es bisher? Desillusionierend, möchte ich sagen. Wir haben schon Dutzende technische Probleme gehabt, Brokey. Ich muss jetzt mittlerweile schon auf die englische Version umsteigen, weil die deutsche Version abgestürzt ist. Ja, also es läuft erwartungsgemäß. Hallo Arrow. Ein bisschen habe ich den Kaffee schon auf nach den ersten Abstürzen, muss ich sagen. Die Textboxen sind nicht so wichtig. Es klingt irgendwie schon, als ob ich jetzt rausfinden muss, wo das richtige Medikament ist. Hab ich das Gefühl. Ich weiß im Augenblick immer noch nicht, was ich tun muss hier. The items on the second shelf are about a month past their saleable shelf life. Runyon Brothers Healthful Suet Gum, Rancher's Pick Nostril Delousing Nostrum, Indiana brand industrial chewable suppositories, and a box of Lumpkin & Sons Bile Be Fresh Liver Deodorizer Lozenges. Da geht die Stimmung gleich direkt hoch, Thorsten. Vielen Dank. Vielen Dank für die Motivation. Für die Motivation. Ich gehe mal in den Hinterraum. Vielleicht finde ich da meine Zutaten. Ja. Ein Dankeschön an den Thorsten. So, was haben wir hier? That's your laboratory, where you concoct and bottle your formulas. Ah, Moment. Und Jackie macht einen Phantom-Sub. That's your laboratory, where you concoct and bottle your formulas. Okay, da mache ich meine Medikamente. Das heißt, wenn ich hier das... You rub the paper all over your hands, but it's still legible. Und hallo Kai. Kannst du die Pixel sehen, Kai? Some buxom lady's portrait. Notice how the painting seems to follow you around the room. And I don't mean her eyes. Natsch, natsch. Nicht die Augen, sondern die Nasenflügel. You haven't been able to open this closet since you tested your new formula Looney Glue on it several years ago. Okay, ist mit Superkleber verklebt. Okay. Ich habe die Tage Headbangers auf der Xbox ausprobiert. Da gibt es ein Game, wo man sich Sounds merken und wieder abgeben muss. Aber die Karten mit den Sounds sind verdeckt. Muss man sich also merken. Und ein Sound war dann Party-Sound. Das Spiel habe ich mir, glaube ich, auch installiert, aber noch nicht gespielt. Tatsächlich. That's your lab. Kann ich es nur so benutzen? You study Okay. Penelope's prescription Here we go. and prepare to carefully fill it. You wouldn't want to make a mistake with her medicine. Erinnere mich nicht an die deutsche Version. Mir ist die deutsche Version gerade abgestürzt. Die deutsche Version hat keine Sprachausgabe. Das ist so gesehen schon ganz gut. So, ist das jetzt der Moment, wo ich in die Anleitung gucken muss? Moment, ich brauche ja wie ist das? Yes, okay. Also ich gucke mir nochmal das Rezept an. Thyloxpolinite. Das heißt, ich muss mir jetzt die englische Anleitung anschauen. Thyloxpolinite. Kann ich mir das merken? Thyloxpolinite. Ja. Das kann ich leider nicht vorlesen lassen, weil das Englisch ist. Du könntest dir eventuell mal ein PCM anschauen, damit könntest du dann auch Windows 95 emulieren. Da dürften einige Spiele auch nativ ohne SCOM oder DOSBox laufen. Ja. Das ist immer so eine Sache, wie hoch kann ich einen Aufwand machen, wenn es ein Wunschspiel ist. Ne? Das ist ja ein Spiel, das sich gewünscht wurde. Dann ist immer die Frage, wie viel Aufwand kann ich dafür betreiben, um ein Spiel zum Laufen zu bekommen. Ne? Prinzipiell ist CamVM ja eigentlich super zuverlässig. An effective aid in the treatment of the vapors not possible to synthesize in the home laboratory. However, substitutions are permissible. See available von DBS and Sons. Pepsmear. Pepti. Das heißt, ich soll jetzt hier nachschauen. Pepti. Moment, wo soll ich nachschauen?
Das habe ich jetzt nicht gefunden. Das ist ja wie bei Monkey Island hier. Das Spiel lohnt sich erst, wenn ich das Spiel 2 Wochen spielen muss. Ja, ja. Wir sprechen uns morgen mal wieder, ob ich es weiterspiele. Beziehungsweise morgen spiele ich erstmal Quantum Break weiter. Hier war das. Peptide Slimacine Tetrazole. Hä? Das ist eine Krankheit oder was ist das? Nee. Hämorrhoiden, Nierensteine, Schwangerschaft, Tollwut. Mit genau gucken, da brauche ich eine neue Brille, Sebo. Bin schon drüber gescrollt. Na gut, dann scrolle ich nochmal nicht drüber. Moment. Müsste hier sein, da. Effective Aid and Treatment of the Vapors. Genau, das ist die richtige Krankheit. Available von Pharmacist, Cincinnati, Ohio. Peptide-Slimacine Tetrazole is an acceptable substitute for Pyloxpolinide. Dispense at 40 ml per bottle. Das heißt... Pharmacist, Cincinnati, Ohio. Muss ich das bestellen, oder? Oder habe ich das schon bestellt? Mal kurz gucken, ob ich das habe. Nimm das mal aus der Hand. Ich will mir das hier anschauen. Oh, Spiel. Wieso kann ich denn jetzt nicht? Also, Moment. Calciumcarbonat. Erstmal gucken, was ich hier alles habe. Alkohollampe. Balance. Oben war's. Ich weiß gar nicht genau, wonach ich suche. Moment, ich muss mal gucken. Ach, muss ich tatsächlich das hier suchen? Ich habe jetzt gesucht nach etwas, was von hier geliefert wurde. Alles klar, dann weiß ich, wonach ich schauen muss. Danach muss ich schauen. Das hier. Jetzt. That just doesn't work like that. Waste. Oh Gott, wie muss ich das? 40 Milliliter muss ich jetzt abmessen, ne? 40 Milliliter. Abmessen mache ich. Pillmaschine. Balance. Ups. Spektroskop. Alkohollampe. Im Rezept steht, was ich brauche. Wenn ich da nochmal drankomme, kann man das Rezept nicht nochmal anschauen. Doch, jetzt geht's. 4 mls. Why, the poor dear. She must be suffering from the vapors, those injurious exhalations produced within the body, creating feelings of hypochondria and depression. Oh Gott, ich leide hier gerade richtig, Leute. Auch mit der Bedienung. Pillenmaschine. Hier, Moment, da sind die Sachen. Hier, Testtube. Der hier, der könnte richtig sein. 5 Milliliter? Nein, das ist zu viel. Ich muss 5 Milliliter ist zu viel. 2-mal am Tag für 5 Tage. Je 4 Milliliter, also 40. Hier habe ich jetzt 5 drin. 10, 20.
40, Dankeschön. Das hätte uns gedauert. Und das kann ich jetzt wohin abfüllen? Das stelle ich erstmal wieder zurück. Testtube. In Pillenform abfüllen? In der Pillenmaschine? Oder? Ja, sie soll es ja oral nehmen. Ich versuch's mal. To make pills, you need a mixture, which contains at least one solid. Also. This is where you can... Crucible, Matches, Speaker, Paper, Korken. Mach einen Korken drauf. Und zum Umrühren. Habe ich nicht irgendwie 50 Milliliter Flash Wasser? Medizinflaschen. Wie groß sind die? This is where you concoct all your potions, pills, and powders. It's here that you truly... This is where you... Na, das weiß ich. Ich will das da reinfügen. You knock them together, but otherwise accomplish nothing. Außer, dass eine Flasche kaputt geht. This is where... Wasser. Ich gucke mir noch mal das Rezept an, wie ich das hinkriege. Ah, Leute. So, ne? Ja. So. 4 Milliliter. Zweimal. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss das noch in Einzelportionen umfügen. Entweder halt die Pillen herstellen. Oder kleine Fläschchen. Aber Fläschchen... Why, the poor dear. She must be suffering from... Ja, oral ist aber auch, wenn du Pillen nimmst, ist auch oral. Testtube. Mortar. 5 Milligramm oder 5 Gramm Messbecher. Matches. Beaker. Medical Papers. Corks. Der Tropfen. Deswegen hatte ich gedacht, ich kann hier... das ist eine... Ach moin, das ist 40 Milliliter... 40 Milliliter... Oh doch, hat sie reingefüllt, ne? Ich hab's hier. Er hat's umgefüllt. This is where you concoct... That just... Stell's zurück. So. Können wir hiermit arbeiten? Ich will's nicht wegschmeißen, ich will's abgeben. Wie sage ich dem Spiel denn, dass ich meine, dass ich fertig bin? Korken drauf. Das ist eine gute Idee. You carefully label the container Miss Penelope Prim for internal use only. And what internals they are, you dream about them day and night. So. Kann ich jetzt aufhören? Habe ich durchgespielt. Ich habe die Medizin fertig. Ah nein, er ist 509 Punkte. 501 Punkte. Hallo Indy. Da ist mein Lieblings-Dark Souls-Streamer übrigens. Der Indy. Der macht die besten Dark Souls-Streams. Weil er es auch nicht so ernst nimmt. Genau. Direkt hier Akademiker geworden. Peek underneath the rug, but other than a trapdoor, you see nothing at all. You wisely decide to avoid investigating it until another day. Wait a minute, a trapdoor? Oh, that's just the way the floorboards are laid. Never mind, there's no trapdoor there. So, raus hier, raus hier. Raus hier, raus hier. Dankeschön. Ich habe dich noch nicht Dark Souls streamen sehen. Hau mal ein Profil raus und dann sag mal an, wann du on bist. Dann kann ich das mal mit dem Indie vergleichen. Ist aber harte Konkurrenz, würde ich mal sagen. 100% purer Dark Souls Content. Gnadenlos, würde ich sagen. Thank you, Frederick. This looks perfect. You are a scholar Hoffentlich habe ich mich and jetzt nicht a vertan. gentleman. Aw, shucks. I'm just a poor pharmacist trying to please my favorite customer. Will I see you again soon?
I think that can be arranged, Frederick. See you soon. I'll be waiting. So long now, Penelope. Pup. Mach's gut. Unfortunately, you were so taken with Penelope's angelic presence that you forgot to charge Profit. her the 19 cents she owed you. Good day, Freddy. Freddy Pharkas. Mama. Well, good day to you, Ms. Back. What can I do for you today? Well, Freddy Pharkas, Doc Gillespie, that no-good gin-soaked sod-no lush, wrote me this damn prescription that'll probably cost me an arm and a leg. Here, take it. The rot gut from that old wino doctor is making my new ensemble stink to high heaven, I want to tell you. So, wir dürfen noch mal was rummixen. Ich habe nur gesagt, genau, dass die Messlasse beim Indie sehr hoch ist, was Dark Souls Content betrifft. Er hat nämlich immer die ganzen Fat-Roll-Strategien hat er entwickelt. Indie ist nämlich mein Lieblings-Fat-Roller. Helen Back's prescription is barely legible due to all the whiskey spots, but you eventually decipher it. Wenn man einen Fehler macht, sieht sie halt anschließend aus wie das Alien aus Space Quest. Wer weiß. Ob man weiß, wenn man sich vertut, so Helen Back braucht Kinotrazate Tabs, also Tabletten. 3-mal für 7 Tage. Also 21. 21 Tabletten. Kino. Helen Back's prescription. Ich geh mal zurück. Vielleicht habe ich es jetzt drauf. So. Kino. Machen uns Quiche. O, P, Q. Das hier war das, ne? Kinotrazate. A highly efficacious and useful medication when taken orally, dosage of NTE 60 milligrams per day to prepare to 50 milliliters. Oh Gott. 50 ml of bismuth at of to produce mix together in a glass beaker. Stir the mixture well using only a pure clean glass rod. Process into pill form. Usual dosage is 21 pills. Das haben wir ja, genau. 21 Pillen ist genau das, was ich brauche. Also. To prepare to 50 milliliters of bismuth. Oh Gott. Ja, das Sera-Stöhnen, das ist heute, hat heute Heavy Rotation. Ich bin auch irgendwie mental gar nicht richtig heute drauf vorbereitet gewesen. An diesem Sonntag. Ich mache mir mal ein Foto davon. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt keinen Screenshot machen, weil ich auf dem falschen Rechner bin. Dass ich mir das gleich nochmal anschauen kann. Welches war das? Das da, ne? Klack. Telefonjoker brauche ich, genau. So, da haben wir es. So, ich habe hier ein schönes Foto von dem Rezept. Also hat ja keiner gesagt, dass ich eine Pharmazie-Ausbildung für das Spiel brauche. Ich habe doch extra mich dagegen entschieden, das zu machen. You study Helen Back's prescription and prepare to carefully fill it. So, wir müssen erstmal hier einen Plan machen. To prepare to 15. Ich will das nochmal genau anschauen. Helen Back's prescription is barely. Okay, 21 Pillen. To prepare to 50 Milliliter of bismuth. Phenodol, Oxytrichlorate. Ist das noch ist das hier die reine Kopierschutzabfrage im Augenblick noch hier? Das ist fast richtig. Bismuth ist richtig, aber was dahinter steht, ist nicht richtig. Sodiumbicarbonat.
Im Moment, ich brauche Phenodol. Phenodol brauche ich. Das hier brauche ich. Die Stadt der verlorenen Kinder war im Nachhinein doch gar nicht so schlecht, Brokey, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wann es hier ans Rätseln geht. Also jetzt hier irgendwas zusammenzumischen. Da freue ich mich. Ich freue mich ja sonst immer auch über Minigames in Spielen, aber... Ach, es ist auch eine Menge Spielspaß. So, dafür brauchen wir, oh Gott, ich verstehe es nicht. To prepare, to 50 Milligramm, Milliliter of, at 30 gm of Phenodol. Phenodol viel speichern. Kann hier nicht speichern. Darf nicht speichern, Herr Doktor. Ist ausgegraut. Ich guck mal gerade, ob ich dieses Bismut bis 15 Milliliter Bismut Enterosalicylin. Bismut, da, Enterolat, das hier brauche ich auch. So, davon brauche ich 15 Milliliter, davon 30 gm. Das sind, das zum Messen. 5, 30. Und davon brauche ich 15 Milliliter. Ja, ich weiß, was das ist. Was habe ich gesagt? 15, ne? 15. So. So. Das habe ich jetzt gemischt. Mix together in einem Glasbeaker. Mi. Ab in den Beaker damit. Zack. Ja, das ist das. So. The graduated solids must either be weighed or... Ja, ich bin gleich soweit. Ich wollte Pharmazie studieren. Das ist mir. Sei froh, dass du es nicht gemacht hast. Ich habe gerade Chemie-Hausaufgaben, Flashbacks, in der Tat, Arrow. So ähnlich habe ich mich damals auch gefühlt wie jetzt. Ich wollte das erstmal alles zurückstellen, was ich nicht brauche. Ein bisschen Ordnung ist das halbe Apothekerleben. So, der Beaker ist fertig. Und jetzt müssen wir einen sauberen Glasrod nehmen. Hier. Und also, Glasstäbchen. Weg damit. Kann ich sie nicht wegschmeißen? Ja. So, der ist nämlich nicht mehr sauber gewesen. Stir the mixture well using... Ja, das habe ich gemacht. Process into pill form. Okay. Ab in die Pillenmaschine. You knock them together, but otherwise accomplish nothing. Okay, irgendwas ist noch falsch. Ah ne, da ist es drin. Okay. 3. You can place the pills into a medicine bottle by clicking the bottle on the pills. Medicine bottle. Ich kann ja nicht erkennen hier, was ist. Medicine bottle. Müssten ja hier oben irgendwo sein. You can place the pills into a medicine bottle by clicking the bottle on the pills. By clicking the bottle on the pills. Ja, genau. Wo ist denn die Medicine bottle? Korken. Ich hatte gerade schon welche. Hier, da. Okay. So. Oh Gott. 6. Ich kann nur 3 Pillen auf einmal machen. Das kann ja heiter werden. Also umständlicher geht's nun wirklich nicht. 12.
Ich glaube, this is where I do irgendwas. 18, noch einmal. Fertig. This is where Hallo, Patzen. Ja. So, fertig. 21 Pillen. Korken drauf. you carefully label the container, Mrs. Helen Back. Take 3 times daily just before meals. Ich habe Pillen gemacht. Kann ich mit den Pfeiltasten nicht rausgehen? The farm Warum kann ich die Pfeiltasten jetzt nicht nehmen? So. Achso, mit der mittleren Maustaste komme ich, glaube ich, schnell zum Laufen-Menü. Score! That's better, Freddy Pharkas. Ging auch ganz That'll schnell, be ne? 22 cents, Miss Back. Y'all just put it on my tab. I don't have it with me right now, huh? Nix verdient eine Dame. Außer ein bisschen Aufwand. Freddy Cherie, just like that handsome pharmacist. Alle book krank hier in on der over Stadt. Die here. brauchen alle I got Medizin. something Kamera nochmal I rausholen. need from you. Morning, Sadie. What have you got? Well, I got a prescription here I need filled. Something that'll hat einen increase Knutschfleck. my womanly powers, if you know what I mean. Be a dear and fill it for me right away, won't you? I simply Brauche ein can't weibliches wait to try Aphrodisiakum. it. Mhm. Your wish is my command, madam. You take the prescription from the madam. What a busy morning. You haven't had to fill this many prescriptions since Custer's troops stayed at the Dirty Sheet Hotel. 22 Pence, das waren mehr als 1 Cent pro Pille. Tatsächlich. This prescription is impossible to read. That's what happens when Doc writes Uh-oh. a prescription through bleary, whiskey-soaked eyeballs. Wie kann man. Aber sie hat doch gesagt, was sie wollte, ne? Sie wollte ein Aphrodisiakum, oder das war das? Ich muss nochmal mit ihr sprechen. How's business, Sadie? Oh, it has its ins Hab ich jetzt nicht and genau hingehört. outs. Oh my, I do make a good funny now and then, don't I? Yes, Sadie, you sure do. Habe ich das richtig verstanden, dass sie etwas braucht, das ihre weibliche Lust erhöht? Ich muss mal kurz gucken, ob es sowas gibt hier. Es hatte keine Krankheit. Constipation, Dehydration, Corns, Diarrhea, Fever, Flatulenz, Heart Attack, Hämorrhoiden, Sodbrennen, Nieren, Steine, Measles, Mumps, Poison Ivy, Schwangerschaft, Sunburn, Warzen, Sunstroke. Also der Doktor darf mir noch mal genau sagen, ich guck mal gerade, ob ich sowas finde hier. Jetzt habe ich nämlich gedacht, ich hätte verstanden, was sie wollte. Bis später, Sebo. Vielleicht. Braucht sie ein Liebesmittel oder habe ich das richtig verstanden? Weil ich wollte den Dialog noch mal hören, aber der war jetzt nicht mehr zu holen. Oder muss ich ihr das Rezept noch mal zeigen und sie erzählt es mir dann noch mal. This prescription is impossible to read. That just doesn't... Nee. I don't know. Muss ich, wenn das wirklich der Fall ist. Aphrodisiakum habe ich ja gedacht, aber sowas ist ja nicht anders. Das sind wahrscheinlich auch immer andere Rezepte, wenn das der Kopierschutz ist oder so, ne? Hustenmedizin. Der rote Punkt an den Objekten im Inventar ist der Hotspot für Interaktion. Ich weiß, gucken, was das war. Ist aber ganz schön klein, der rote Punkt.
Hä? Moment, hier oben sehe ich einen roten Punkt. Meinst du den hier? Weiß ich nicht genau, was du meinst. Da ist ein kleiner roter Punkt. Ich klickte drauf. Damit auf die Frau. Ach so, das ist quasi der Mauszeiger. Das meinst du. Dankeschön. Why don't you keep it until you're finished with it? Ja, danke. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, das würde irgendeine Aktion auslösen, wenn ich auf den roten Punkt klicke. Mea culpa. Aber gut zu wissen. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was sie gesagt hat. Kann man nochmal zurückspulen? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Wahrscheinlich viel zu spät. Hallo, nutzt nix. Das ist eine gute Idee, MT. Vielleicht gehe ich erstmal zum Arzt. Quit picking at everything. That's the sign of an obsessive-compulsive personality disorder. But that's okay. Kann mal gucken, vielleicht kann ich rausgehen. Den Arzt persönlich fragen, was das war. Muss ich die Tür aufmachen? Ja. Der Zombie macht nur Überstunden, Jesse. Bin ich nicht zugekommen. Excuse me, Sadie. I've got to run out for a bit. Hang on, I'll be right back. Okay, Freddy, but hurry back. Ich hoffe, das ist richtig. Ich habe ja gespeichert. So, Sheriff. Den Arzt habe ich, glaube ich, nicht gesehen, als ich hier rüber gegangen bin. Was ist hier? It's the old abandoned assay office, once owned by a subsidiary of the old abandoned mine company. Before the mine shut down, this is where you got your nuggets appraised. Now you have to go to Madam's for that. Madam's? Da ist die Schule von meiner Angebeteten. This is the schoolhouse door. Also, ja. Hab zwar gerade gespeichert, aber man kann ja nie häufig genug speichern. Doktor 8-Bit. 8-Bit-Doktor, ne? Ne, ist okay. Das ist alles gut. Alles gut. Bevor ich es vergesse, einmal zu speichern, The schoolhouse roof is steeply ist einmal zu pitched. viel. Sorry, you'll have to leave the scenery right where it is. Ich muss mir angewöhnen, die mittlere Maustaste zu benutzen, um... Oh, Moment. Wo sie schon mal da ist. Kleines Schwätzchen halten. Freddy, how nice to see you. Did you leave work just to come Ganz see genau. me? Woher wusste sie das? Yeah. Just being able to look at you makes my day seem to fly by. Penelope titters and tilts her head coyly. Oh, sie will geküsst werden. Oh, you do know how to flatter a girl, don't you? Now you get back to work so you'll have enough money to take me to the Sadie Hawkins Day dance next week. As you wish, milady. Ist das unsere Aufgabe, Geld zusammenzubekommen für den Square Dance? Das klingt so nach meiner Quest. 21 Punkte schon gekriegt gerade für irgendwas. War der Doc doch auf der anderen Seite? Na, hier ist, glaube ich, Schicht im Schacht. Could I have misjudged the surface tension? Wollte ich auch gerade sagen. Ich bin Jesus. Nein, ich bin tot. So that's how Freddy's brilliant career done come to a screeching halt. He sank into the swamp and was never seen again. Ah, Enzo, vielen Dank. Because the rest of us were kind of planning on being in the sequel. That ain't one of my better stories, anywho. Say, did I ever tell you the story about old King Graham? It seems there was... Dann machen wir doch einen Death-Counter heute. And he got Graham into just a peck of trouble. Das heißt, ihr dürft einmal hochzählen und ich ändere mal kurz die Beschriftung. Dankeschön. Und ich mache aus dem Hint, wenn es geht.
Meine Tastatur will auch nicht auf den Mac zurückspringen gerade. Jetzt. Yeah, I died again. Jetzt fühle ich mich zu Hause. Nee, da war... Also ich gucke nochmal. I got a prescription here I need filled. Something that'll increase my womanly powers, if you know what I mean. But you and fill it for me in, won't you? I simply can... Okay. Etwas, was... Da habe ich ja doch ein bisschen recht gehabt. Etwas, das ihre Frauenkräfte erhöht. Das ist aber fies, dass der Hotspot, der Mauszeiger für jedes Item hier an einer anderen Stelle ist. Bei der Brille ist der rote Punkt in der Mitte. Links. Unten. Rechts. Na gut, er dreht sich immer drum. Die Grafik ist nur immer woanders. Das hätten sie aber auch vereinheitlichen können. Allerdings kann man dann schön so durchspringen, wenn man auf dem Item, wenn man hier drauf ist. Und dann springt der Punkt natürlich nicht um. Da habe ich schon was dabei gedacht. Ich meckere nur gerade gerne. Ich gehe trotzdem noch mal kurz durch die Stadt, um zu schauen, ob ich den Doktor doch noch mal finde. Die wilden 90er, genau. Post Office, Barbershop, Merchant. Da oben kann man wahrscheinlich auch noch lang gehen. Und dann durch die Gemeinde machen, dann weiß man schon mal so ein bisschen, was abgeht in der Stadt. Mom. Und hier kam ich rein, glaube ich. Ich glaube, da ist das Ende der Stadt. Das ist ein ganz guter Tipp gewesen, mit den Tasten aus dem Bildschirm zu laufen. Kirche, das ist der Friedhof. Der Totengräber. Obwohl, man konnte, glaube ich, noch nach rechts gehen. Und ein Schaf. Was macht der Priester mit dem Schaf? Na, ich sollte nicht zu viele Fragen stellen. Du hast einen Ausgang übersehen. Wie heißt du zufällig Peter? The outhouse has a signature half-moon cutout. Hm. Aber wenn ich jetzt hier den Doktor erstmal nicht finde, dann gehe ich auch mal zurück zur Apotheke und versuche dann irgendwie den Liebestrank herzustellen. Dazu gucke ich gleich mal, ob ich irgendwas finde in meinem schlauen Buch. Ja. Ich glaube, ich habe auch einen Ausgang übersehen, weil der Doktor muss ja irgendwo sein. Na, vielleicht ging es doch noch links weiter, aber wir gehen doch mal erstmal wieder rein. Beziehungsweise... jetzt bin ich drin. I'm back, Sadie. Sorry for the delay. I just had to check out a few things. Perfectly okay, Freddy, hon. I was just admiring the way you display your goods. Das ist gut. Look who's talking. So, also, haben wir denn irgendetwas für Increase her womanly powers? Powerful anti-swelling, smelling salts, cure for temporary flatulence, greatest hoax does not actually provide any medication. Das ist hier anscheinend Placebo. Anästhetik, das ist es nicht. Aspirin. Das Aspirin hier ein Aphrodisiakum in der Zeit. Rubbed an external provide temporary symptom relief of aches. Das ist eine Schmerzcreme. Das ist hier Voltaren. Stool Darkener. Ah, okay. Bleach. Bleiche brauche ich nicht. Borax. Antiseptisch. Ich kann das alles lesen, ne? Ja, das ist gut. Ich war mir nicht sicher, ob man das lesen kann, wo der Bildschirm beschnitten ist. Mal geht. Koffein. Carbon. Story. Prove to children who's really the boss around the town. Ist das hier so ein bisschen wie Rizinusöl? Chloroform. Codein. Hustentropfen. Hustensirup. Für Urinflow.
Ohrentropfen, Elixier, Moment. May contain herbal... most elixirs have in common an extremely high alcohol content, often to 55% of the contents of the bottle. Nee, ja gut, ich dachte Elixier wäre es vielleicht gewesen, aber irgendwie sowas muss es sein. The woman who invented the hangover. Also a convenient fluid in which to serve many compounds. Nee, ist auch nicht das. Eyewash, Alkohol, Laxativ. Das ist hier Verdauung, ne? Also wenn ich nichts finde, gucke ich doch nochmal nach dem Doktor, aber ich bin ja erstmal halb durch hier. Lotion. Nee. Increase my will know what I mean. Ja, guten Abend, Wolle. Tief im Sierra-Sumpf stecken wir gerade hier. Milk of Magnesia. Die meiste Zeit verbringe ich aber noch in der Anleitung hier. Ich hätte auch erst gedacht, ich habe auch gedacht, ne, Womanly Powers, was könnte das sein? Und von den Increase, wenn sie sagt, sie wollte eventuell ihre Menstruationsschmerzen wegbekommen, damit könnte ich arbeiten, aber damit kann ich jetzt nicht arbeiten. Also, ne, mal gucken. Ich guck mal weiter, ob ich irgendwas in der Richtung finde. Milk of Magnesia. Nee. Wenn ihr auch schnell was lesen könnt, was passen würde, sagt auch gerne ich kann dann, dass ich was überlese hier. Useful for first degree burns. Burns. Like a ring of fire. Ah, vielleicht, genau. Increase her womanly powers. Das ist wahrscheinlich, wir brauchen Silikon. Irgendwas, was aufbläht. S wie Silikon. Für den Meerbusen. Sie brauchen nämlich mehr Busen. Olden times, would sit around. With treating cuts and bruises, Mask ist ja Quecksilber. Das Thermometer. Can be used as a mouthwash. Salpeter. Irgendwas, was anschwellen lässt oder so. Ja, Hülsenfrüchte hatten wir, die gibt es woanders, im anderen Shop tatsächlich auch. Lower bowls, dissolve the body temperature, good for treatment of hemorrhoids. No, das ist nicht das, was ich suche. Testosteron? Moment. 5 mg testosterone administered orally twice a day will add masculinity to the lightest male. Das ist genau das Gegenteil, was wir brauchen. Das brauchen wir für Frauen hier. Genau. Das haben schon die Cardigans gesagt, Herr Doktor, ne? I need some fine wine and you need to be nicer. Moment. Poppen? Nee, Förster auch nicht. Purple Urine. Okay. Purple Urine Syndrome. Similar to functional causes reverse person sigma. Creates a loud case of prevents the patient from evacuating. Nee. Ich kann nichts aussprechen. Das letzte, Witch Hazel, a North American shrub, the fluid extracts of which makes an extreme effective astringent, tightening and drying the skin. This makes it useful for cleansing acne or other oily skin, soothing bruises and sprains, refreshing. Also spelled Witch Hazel, wie du gesagt. Ach so, aber das ist eher gegen Hautausschlag oder so. Würde ich sagen.
Guck mal eben, ob man hier irgendwie noch mal was sieht. Ein Symptom. Constipation, Corns, Dehydration, Fever, Flatulenz. Muss ich hier noch Stuhl untersuchen? Das sieht so ein bisschen aus. Welche Stuhlfarbe haben Sie denn da? Heart Attack, Hämorrhoiden, Heartburn. Mumps. Bei Mumps schwellt alles an. Pocken, Schwangerschaft. Schwangerschaft ist womanly powers. Würde ich sagen. Was ist mehr powerful als eine Schwangerschaft? Dermatitis, Rabies, Sunburn, Warzen. Ja, Leute, soll ich noch mal schauen, ob ich den Doktor finde, dass der mir das nochmal neu ausstellt? Frage. Ich wart's ab, genau. Ja, Womanly Powers und Schwangerschaft, habe ich auch gerade gedacht. Was ist mehr powerful als eine Schwangerschaft? Braucht sie vielleicht ein Fruchtbarkeitsmittel, wenn sie schwanger werden will? Aber habe ich dazu was gefunden, außer vielleicht hier? A temporary, usually non-fatal condition involving a parasitic embryo, a host female, and a disinterested third party, usually a father. The embryo attaches itself to the inside of the female's uterus and feeds off her blood and other bodily fluids, growing very rapidly, much like a tapeworm, only rounder. Fortunately, the parasite usually detaches itself. See kidney stones for a description of the pain involved in the process within 8 to 9 months. Fortunately, we know that pregnancy is entirely preventable by simply staying home on Friday and Saturday nights. Ah! Das beste Verhütungsmittel ist einfach zu Hause zu bleiben. Ja, die sagen halt, ich sollte eine Medizin gegen Nierensteine verschreiben bei Schwangerschaft, aber ist sie schwanger? Wie war der Satz, den sie gesagt hat? Ich muss noch eben hochscrollen. Gehst morgen mit der Anleitung in die Apotheke, versuch's mal. I got something that increase my womanly powers, if you know what I mean. I simply can't wait to fill it out. I can't listen. Can. Wait to fill it out. Nein, der Satz ist falsch, Dr. 8-Bit. Der Satz muss lauten, du denkst zu kompliziert. Das ist der Satz. Oh, Leute. Ja, an die Love Potion ist das, was ich zuerst dachte auch, ne? Ich dachte nämlich auch erst, ich müsste einen Liebestrank finden. Da hätte ich hier unter Aphrodisiakum oder so geschaut. Habe ich was überlesen, was da so eindeutig ist? Weil danach habe ich ja geschaut. Love Potion Number 1. Flatulenz. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit nur die Anleitungen zu lesen. Also das ist doch die Idee, den Doktor aufzusuchen. Ich gucke nochmal in der Stadt nach, ob ich irgendwo ob ich den Doktor übersehen habe. Weil wir haben ja gerade einen Gang durch die Gemeinde gemacht, um den Doktor zu finden. Ich habe nicht gefunden. Ich gehe nochmal weiter nach links vielleicht. Ja, von wo ich kam. Immer noch der Vorspann hier. Ach ne, der ist im Saloon. Wenn er betrunken ist, ist er im Saloon. Genau. Mein Herr sprach einst zu Triton. Der Doktor. Warum denn all der Streit? Da ist er. Wir trinken da ist er. schon seit Tagen und sind schon ziemlich breit. It's old Doc Dizzy Gillespie. He's been drinking again. Must be office hours. Jetzt spielen wir's durch. Jetzt weiß ich, wie es geht. Doc! Hey, Doc! Huh? What's that?
Are you drunk again? Me drunk? Never. I'm as sober as the day I Kennt man was deine cut Nase? off my ass. I mean the day I was born. Im Prinzip bin ich schon ganz froh, dass wir das mit der Sprachausgabe spielen, dass ich das nicht alles lesen muss. I can't read this so good. Must be something wrong with my eyes. Verdammt, ich dachte, er könnte es mir jetzt vorlesen. Es stimmt was mit seinen Augen nicht, hat er gesagt. Hat er die Brille verlegt? Hier, ich habe die Brille gefunden. It's old Doc Dizzy Gillespie. He's been drinking again. Must be office hours. Sprich ihn nochmal an. Doc, you're not writing prescriptions while you're drunk, are you? Oh, no, never. Yeah. I'm a responsible individual with an impeccable... Perfect. imperfect reputation. Er hat gesagt, er wäre nicht betrunken. Das müssen wir wahrscheinlich nüchtern machen oder so. Kaffee. Moment. Kann es eventuell sein, dass wir ihm jetzt irgendwie so ein extra starken Koffein-Medikamente mischen müssen, damit er wieder nüchtern wird? Weil ich glaube, sowas stand im Rezept im Buch drin. Doc? What? What's that? Oh, I swear, it's an established medical procedure. I wasn't negligent. No, Doc. I just wanted to tell you that I'm worried about you. Your prescriptions have been getting sloppier and sloppier. Let's work together on this. You have my complete cooperation. Let's drink to it. Barkeep, another round for my prescription-filling friend here. Just simmer in your own juices for a while. Okay. Oh, er stellt sein Glas hier hin. Ja, damit You pick up the whiskey glass. kann er nicht mehr weiter trinken. Oh, nee, in sein Whiskyglas, da machen wir jetzt irgendwie so eine Anti-Alkohol-Medizin rein. Wenn ich das finde. Doc? What? What's that? No, Doc. Okay, hier ist das Gespräch beendet und Poor Doc. What's he gonna do without his whiskey glass? What's he gonna do when I come for you? I don't know. So. Gucken, ob wir irgendwas haben. Vor 25 Jahren gespielt, aber das weißt du noch. Nicht schlecht. Aspirin. Nee, aber ich habe irgendwas mit Koffein hier gerade gelesen. Da. May create nausea upon consumption. Fortunately, the narcotic effect ensures that the patient does not care about the nausea. Nee. Chloroform. Was können wir denn sonst noch reinmachen in sein Gläslein? Vielleicht ein Riechsalz? Wir haben hier Riechsalz, hatte ich irgendwo gehabt. Moment. Whiskey and other high-profile alcohol will serve either chloroform with a sharp blow to the head. Das ist hier Betäubung. Ich weiß halt nicht, wie häufig ich jetzt noch hier in die Rezepte schauen muss oder ob ich das Rätsel lösen kann in der Spielewelt selber. Bin mir gerade nicht sicher, weil wenn das nur der Kopierschutz ist für die Rezepte, würde ich sonst erstmal rumschauen, ob ich in der Spielewelt was finde. Ich schaue mich erstmal noch ein bisschen hier um. Weil die Anleitung, euer Hinweis, dass ich in der Anleitung mal schauen muss, macht mich jetzt ein bisschen paranoid. Nee, das war noch, nee, noch nicht so wirklich. Ich weiß nicht so genau. Also wenn du das als Hint verstehst, dann bitte nicht antworten. This dice game is known as Chuck-a-Luck. Since you're living in Corso, Ich fühle mich nur gerade unsicher, ob ich in der Anleitung schauen soll oder mich erstmal in der Stadt umschauen soll. Ich schaue mich erstmal in der Stadt um. Es gibt ja noch ein paar Geschäfte zum Besuchen. Welcome to Course Gold, strangers. I haven't seen you around these parts before. You new in town?
You hear the unmistakable sound of grinding and cracking teeth. You hear the splitting, tearing sound of 6 severely chapped lips curling up in ugly sneers. You hear the pop of knuckles as 3 trigger fingers flex in readiness. Oh, sollte gar You nicht knacken, decide hat aber your geknackt. friendly offhand comments have been misinterpreted. Ich spreche mal mit dem Barkeeper. Vielleicht hat der ja irgendwas, was er an mir anbieten kann. Well, if it ain't Sam Andreas, the bartender's bartender. If it's not, I'm having a severe identity crisis. How the heck are you? Tolerably well. Yourself? Can't complain. Pharmacy business seems to be pretty good lately. Hat schon 22 Cent verdient. Well, the Ne, pharmacy 19. business has always been a little too interesting for me to hear about, so, don't be a stranger. Wenn ich ihm das Glas gebe, kann er, und sagt er dann vielleicht, dass er was Bestimmtes haben möchte? No, that's enough for Doc. I'm cutting him off for the time being, but feel free to keep the souvenir glass. Also da muss auf jeden Fall was rein. Was muss ich noch rausfinden? Ich würde lieber erstmal, ich gucke erstmal hier in der Spielewelt nach, bevor ich noch meine Anleitung schaue. It's Neville Shute, the piano player. He's doing the best he can. He's doing the can-can. Die can-can macht man da oben. Oh, was ist denn hier hinten? This looks suspiciously like a door. Eine Tür, die ich durch darf oder die für mich verboten ist? This looks suspiciously like a door. Oh nein. Jetzt sind wir hier schon wieder bei dem chinesischen Koch. Ich habe ein bisschen Angst vor der Sprachausgabe. Ist das ein Kaugummi-Automat? Schmeißt doch bestimmt was aus dem Fenster oder so. Somebody posted a flyer here trying to convince the town council to bring co-ed rodeo to the San Joaquin Valley. A colorful poster for Nun-style beer hangs on the back of Mom's Cafe. Nun-style beer, pure brewed in God's country, now in redeemable bottles. Einen Hint habe ich gut. Ja, wir zählen ja heute Tode und keine Hints. Dann gucke ich mal, wann ich den einlösen kann. You can't reach them. There's nothing in them. They're not your property. They'd crumble if you touch them. Basically, you're too lazy. Also ich wollte mir jetzt auch erstmal anschauen. Mal anschauen. Ja, anschauen ist immer rechte Maustaste, ne? Nee, doch nicht. Moment, wie komme ich schnell zum Anschauen? So und so komme ich schnell zum Anschauen. There are a few assorted old trunks sitting on top of Dad Gum's wagon. Hopalong sings in the kitchen, cooking up a storm, or something equally inedible. Hopalong. Jetzt funktioniert übrigens auch der Running Gag hier. Hop sings moving too fast to be caught. Gespräch kann ich mit ihm wahrscheinlich nicht hier hinten anfangen, ne? Hey, Mom, come to the window, why don't Nee, ich wollte you? nicht mit Mom sprechen, aber egal. You wait. Apparently Mom hasn't caught on to the drive-up window concept. Hallo, Lunatic. Du bist ein asiatischer Nudeldrache. Warte mal, bis er vorbeikommt. Howdy, Hopalong. Freddy Pharkas, you cannot hang around my kitchen. Go away, get lost. Yeah, nice to see you too. Es war nicht ganz so schlimm wie die deutsche Übersetzung. Da liegt was auf dem Boden. Ich, alter Pixelhunter, sehe was da unten. Was ist das hier? It ain't going nowhere. Nee, ist doch nichts. Ich dachte, das wäre was. Was ist das hier? Eine Birne? You surreptitiously swipe the elixir, looking around to see if anybody's watching. Das ist ein Elixier. Nobody is. Was für ein Elixier? Ist das nicht mein Wagen, wenn das ein Elixier ist? Oder gibt es hier einen Konkurrenten? Einen fahrenden Apotheker? Was habe ich denn da gefunden? Dad Gum's magic elixir is positively guaranteed to cure myopia, melancholia, the vapors, congestion, consumption, malaria, piles, shingles, rickets, leprosy, bubonic plague, gout, bursitis, arthritis, and the galloping cruds. 190 proof. Obvious in advertising is still years in the future. Das heilt alles. Auch irgendwie
Trunkenbolde. Ich mache mal einen Speicherpunkt hier und fülle das mal in das Whiskyglas um, ob das funktioniert. Whiskyglas mit Wundermittel. Das ist jetzt mein Plan. Nope, geht nicht. Oder muss ich jetzt, naja, das kann man wahrscheinlich im Inventar, kann man die Sachen wahrscheinlich zusammenfügen. War das die Hämorrhoidencreme? The tube of Preparation G, the latest anti-hemorrhoidal unguent from the folks at Park Loomis, is labeled Top. Hämorrhoidencreme. So, habe ich sonst noch was hier Auffälliges? Hier, da ein Messer oder was steckt da drin? This small yard opens up to Bluff Street on the north side. The south side faces the back end of the saloon and Mom's Cafe. The hotel flanks the east side, and the old abandoned synagogue lies to the west. Es klingt so ein bisschen, als ob man hier links und rechts und nach unten überall raus kann, obwohl es gar nicht so aussieht. Das war doch irgendwas hier. Was hier? Score! You pull the ice pick out of the barrel and gingerly place it in your pocket. Mein Name ist Sharon Stone und ich habe einen Eispickel gefunden. You'll circumcise yourself. Of course, that won't be any skin off your nose. Oh je, hier kann man gut was übersehen. Ich sehe das schon. Das heißt, ich muss mir die Bildschirme gut anschauen. So, mal gucken, ob man hier nach links, rechts oder nach oben und unten rauskommt. Außer das Spiel mag keine Tastatursteuerung. Da fängt er manchmal an zu glitschen hier. Hier? Auch nicht. Die Treppe hoch geht's wahrscheinlich. Und nach unten. Ah, okay. Da bin ich an der Kirche. Da wollte ich aber nicht hin. Wir beten mal für eine schnelle Lösung des Rätsels. Vielleicht. Ja, bis jetzt habe ich sie immer ganz gut erkannt, die Objekte auch. Ah, okay, ich bin hier oben. Da unten ist geschlossen. Was ist das hier für ein Gebäude? The door to the hotel is locked. The hotel was shut down unexpectedly. This put a total of 2 desk clerks and 5 working girls out of jobs. Fortunately, there weren't any maids, or they'd have been fired too. Ich würde gleich auch mal eventuell, wenn es den Shop noch geht, oder ins Café gehen und einen starken Kaffee kaufen hier. You do your peepin' Freddy routine with the hotel window. Furtive shadows steal across the walls inside. What little light seeps into the hotel plays teasingly at vague forms and shapes. How nauseatingly ja, damit könnte so fast ein Roman anfangen mit dem Text. Rubbing your finger on the hotel window das ist ein barely Fenster. Ich dachte, removes das any ist eine dirt. Verandatür. Apparently there was more dirt going on inside than outside. Man muss auch das Laufsymbol anwählen, damit man mit den Pfeiltasten gehen kann. Aber hier geht es nicht weiter. Aber gut zu wissen, dass man hier eventuell hochkommt. Mach einen Roman aus Freddy Pharkas. In den Worten von Lowe. Oh, was ist mit dem Rad hier? Moment, das hier. It ain't going. Irgendwas Auffälliges noch hier, bis auf die Kiste hier oben. There are a few assorted old trunks sitting on. Die habe ich ja versucht. A gnarled old tree grows next to the synagogue and stretches up, forming a canopy over the yard. Mit Synagoge meinen die tatsächlich die Kirche, ne? This is the alternate route into the saloon. So, hier ist noch was Auffälliges vielleicht. Was hat er denn da noch in der Hand? Achso, das ist sein Lappen. Das ist der... This is the Wheel of Fortune table. Glücksrad. Guess the right number and Sam will tell you your fortune. Aber Sam ist da hinten. Kannst du einfach benutzen. There's nothing on the table worth taking. Dadurch müsste ich Sam drauf ansprechen. You can't think of it. Den spreche ich auch nochmal an, dann gehe ich in den Coffeeshop. Say, Sam, I think I'll take an Ovaltine. In a cracked glass? Yes, with a hair in it, too.
And the usual lipstick smear on the glass? Die extra And a Bakterieneinheit. ring of dried soap around the inside lip. On a coaster? No, I like leaving rings on your bar. Rocks with that? No, but some ice cubes would be nice. Oh, we're out of ice cubes. Then I'll take it straight. Out of Ovaltine, too. Ah, verdammt. Oh, well, okay. I'll check back later. Dachte, ich bekomme neues, Feel free. neues Item. Was ist mit so einer Billardkugel? Kann ich so eine mitnehmen? Looks like somebody scratched, and badly too. Hm. You've got more important things to do right now than play with those balls. Badabum. Don't play with balls. Play it, Neville. Neville, in order not Spiel to unser lose Lied. track of the pieces playing, says nothing. However, he raises his eyebrows as if to say, "Certainly, sir, I'll be happy to play whatever selection you'd care to hear. And what's more, I'll make this old piano sound like a whole orchestra." Oder wie eine MIDI-Soundkarte. Oh. Was hätte ich denn gerne? Das sind alles die... Hot Lead in the Old Town Tonight, please. Noch irgendwas auf den Hut vielleicht? Eine der Hüte? It's a hat rack where the patrons hang their hats, coats, gun belts. Aber könnte ich sterben, wenn the ich die Hüte occasional klaue. Ist short fast so schlimm wie stranger. Pferd klauen im Wilden Westen, ne? Wenn man jemand den Hut klaut, wird man gleich das Pferd It klauen. wouldn't do to be caught walking off with somebody's hat, coat, gun belt, or whatever. Direkt das Todesurteil. So, ich gehe mal in den Coffeeshop, wenn ich den Ausweg finde hier. Den Ausgang finde. Ah, unten. Der ist auch direkt nebenan. Ansonsten müsste man vielleicht nochmal in der Anleitung Freddy schauen. Pharkas, look what you all brought in with you. What's next? Honestly, I swan. Die fliegen hier. Musst du vielleicht hier Ungeziefer loswerden? Das wär's doch, ne? Habe ich nicht so irgendwelches Insektenvertilgungsmittel in meinem Repertoire? Morning, Helen. Freddy Pharkas, since when are we on a first-name basis? Only my closest friends may call me Helen. You and I are acquaintances, nothing more. Therefore, you should address me as Mom. Yes, Land's ma'am. sake, I'm sorry, Mom? That's better. Now, what do you want? Well, when I remember, I'll let you know. Honestly, some people. Also ich frage mich, ob ich zur Ehe erst kann, wenn ich einen konkreten Auftrag habe. Mal kurz schauen, ob ich hier irgendwas... Homey red and white striped spotless sind nur die tablecloths cover Mom's tables. Tischdecken. Maggots crawling through the door and flies circling the ceiling. Hooey, what's this town coming to? Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwo was gegen Insekten habe. Das ist ja hier Problem. It's Hopalong Singh, Helen's faithful cook from the Far East. He used to work as a professional chef for a chain of Ponderosa restaurants. Damn flies! This place is like a stable. Nicht ohne Grund wird sie sich jetzt die ganze Zeit hier beschweren. Howdy, Hop. How's the Ich restaurant empfinde eine business? automatische It is Fliegenklatsche. slow. Not much business. Seem like town closing up and blowing away. You've noticed that too, have you? Alles Oh geht den yes, Bach runter. first old abandoned mine, then assay office, then Die post Mine office, then ausgetrocknet. Poland tin shop, then theater, yesterday hotel. What next? Well, I intend to get to the bottom of this. Maybe hurry before Mom's next to go. Hop Singh not want to lose his job. Ist auch so eine kleine Quest jetzt. Wir müssen rausfinden, warum hier die Wirtschaft den Bach runtergeht, warum alles zumacht. Hooey, that looks like saloonware, not cafeware.
Okay, sie will es mir nicht füllen, weil es ein Whiskyglas ist. Kann ich bei ihr nicht einen Kaffee bestellen, das umfüllen? Hella, Mom, did you know that the hotel's been shut down? Of course I did. Where on earth have you been, Freddy Pharkas? Any idea who did it or why? Sheriff Shift and Phineas were there, talking about it being a fire hazard and something about there being back rent owed. But I'm no gossip, don't go by what I'm telling you. Es klingt so ein bisschen, als ob ich mit dem Sheriff sprechen muss. Have you heard anything else? I'm no gossip, Freddy Pharkas, and I got work to do. Why don't you go do yours? Yeah, I believe that's the best idea. You get along and get back to work. Hab ich denn alles, was ich von dir gerne hätte? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ein Ratschlag, den ich gerne befolgen möchte, Patzen. Patzen Music. This one is for you. Was ist das hier? Ich könnte auch noch mal gucken, ob ich was gegen Insekten tatsächlich habe in meinem Repertoire. Ich bin ja aber kein Kammerjäger tatsächlich, ne? This is a bottle of Mom's Spiel home-pressed beenden. apple cider. Mom is merciless to those poor apples. Apple As she cider. turns the press, she screams, "Die, you suckers, die!" Okay. Na, wisst ihr was? Ich schaue mich erstmal um. Aber das war ganz witzig, der Effekt, als er hinter der Flasche hergelaufen ist. Den möchte ich nochmal sehen, den Effekt. Der war schön. Der hat mir gefallen. Mach das nochmal. Ja. Nochmal. Hopsing, had you put up those no-pest strips yet? Ah, sie braucht Sorry, Mom. They're on order. Fliegenfänger hier. So, da ist der Effekt nochmal. Und hallo Nick Zack. Rain barrels are such an important Regenfass. aspect of life in an arid, drought-scourged landscape like this. Water running off the building's roofs is channeled through gutters and downspouts into storage. Oh, wait a minute. This is just an old whiskey barrel. Doch kein Whiskyfass. Er ist ein Whiskyfass und kein Regenfass. Ich dachte, wenn es ein Regenfass gewesen wäre, hätte ich da Wasser eingefüllt. That just doesn't... Gehen wir erstmal weiter rum. So, Bank. Blacksmith. Der Schmied. Die Bank. Bank and Bob. Once, Coarse Gold's brave pioneer settlers predicted Main Street would rival the Champs-Élysées, liegen noch so Van Sachen Ness rum. Boulevard, or Broadway. Now it rivals the Oregon Trail and is about as smooth. Ach nee, ich dachte, das hier oben wäre ein Item gewesen. Was war nur der Rand der Textbox. You know, Smithy, I've been wondering about that horse of yours. What happened? Cornsarn neighborhood kids, you just can't leave anything outside at night anymore without them stripping it right down to the axles. How's business, Smithy? Flatter than cowplop, Pharkas. And you? Actually, I'm doing okay. Not great, but I'm making it, in spite of this mild economic downturn we've been experiencing. Bah, if I could find me a buyer, I'd unload this dump in a sec. Aus dem Brutus. Der Typ. You know, Smithy, I've been wondering about... Cornsarn neighborhood kids, you just can't leave anything outside at night anymore Ein Pferd without them wurde stripping gestohlen. it right down to the axles. How's business? Flatter than... Und er sagt, es wären die Nachbarkinder gewesen. Kann ich mit den Typen eigentlich auch sprechen, die hier rumlaufen? You touching me? Nee. Hey, I you was talking to just- me? Ich wollte mit ihnen sprechen. Maybe you're trying to pick my pocket. Oh oh. Tot. Not at all. I just... Maybe you need a lesson. Well, I'm just the guy to teach you. Tatsächlich. But... If you're gonna pick somebody's pocket, you have to simultaneously apply some sort of pressure to another part of the body. bringt den For mit Brei. instance, squeeze their upper arm at the same time, gently remove their wallet. Here, let's run through it a few times. I'm sorry. I really don't have the time. Thanks anyway. Mein Inventar wahrscheinlich gleich leer, oder? Okay, well, let me know. Das war witzig. Das war witzig. Ich wollte eigentlich mit ihm Talking to sprechen. me?
Ja, Well, talking to you. What am I, some sort of clown to you? No? What, do I walk funny or something? No, and please don't hurt me. Good, nice talking to you. See you around. Ah, finde ich cool, man kann die Leute ansprechen, die hier rumlaufen. Pluspunkte für das Spiel. Here stands the only bank in town. The First Bank of Bob. Bank of Bob. Founder must have had a hard time coming up with an original name for his establishment. Das Pferd ist doch noch da, oder? Hat er 2 Pferde? Das ist ein Open-World-Spiel, genau. Ein Open-World-Click-Adventure. This quill pen is used to fill out slips and sign registers. Damit könnte ich jemand kitzeln. Ja, damit. There's nothing on the counter. You don't need to sign anything. Okay, aber falls ich was unterschreiben muss, muss ich zur Bank. Sitting behind the counter is P.H. Balance, current owner and operator of the Bank of Bob. He's a bore and a lice-infested jerk. Come again? Did you say Ich hab nur laut something, gedacht. Pharkas? I said you were more than just a nice, respected clerk. Oh, that's very different. Have I told you about our new Columbus Day account? It's a full benefit, non-interest bearing account. Did you hear about our Easter Club account? We Jetzt macht die may ganze Zeit even make it Werbung. an interest-bearing account if we can bear to part with the interest. Yes, sir. Our latest Halloween passbook account is very innovative. We give you 0% interest and only Die englische charge Synchro you a ist schon ziemlich nominal gut. fee. We have a new Yom Kippur savings account. Irving over at the deli in Bass Lake just opened one up. I'm sure he'd recommend it. You know, this is the last day to be eligible Wie for viele our Dialoge hat er denn wohl? interest-free Secretary's Day checking account. It's only $27 per month, and we bill your secretary. Soon it'll be time for the St. Patrick's Day promotion. We give you the account, and you give us the green. Ja, also ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich es auf Englisch spiele. Kann man solche Sachen viel besser genießen mit der Sprachausgabe, als wenn ich selber als lesen müsste. Tomorrow's my birthday. Leave me a present, and I'll open you a PH Balance Birthday Club account. Ist das ein Hinweis oder ist das nur ein Gag? For Memorial Day, we're letting you remember us by taking your money and hiding it in our vault. Have I told you about... Also jetzt sind wir einmal durch, okay. Ja, das mit dem Geschenk, das klang irgendwie so, als ob das ein Hinweis wäre. That area is off limits to everyone except people who work at the bank, Mr. Pharkas. I guess that leaves you out, eh? Pardon me? What did you say? Da kommt man noch in Weihnachtsstimmung, genau. I guess you've got a lot of clout, eh? Oh, that is correct, sir. Er sagt immer das Gleiche, genau. Bis auf das mit dem Geburtstag halt, ne? Wenn ich ihm ein Geburtstagsgeschenk gebe, er hat eine Riesenbrille auf, dann öffnet er mir ein Konto. Oh, das ist auch witzig, da oben die Sicherheitskamera, die zwischendurch immer blitzt hier, so eine Oldtimey-Kamera. Die hat mich gerade fotografiert. Ja, ich werde überwacht. Phineas H. Balance has cleverly situated a newfangled box camera up in the corner to photograph customers. Only trouble is, most customers don't stand in place for 15 minutes. Die macht ein Foto alle 15 Minuten. So, Wanted, Bill the Barber. Numerous bad cuts, alias Cockeyed Bill. Bill the Barber, ist das der, dem der Shop gehört? Nur weil er schielt, wird er gesucht? Ja, er braucht eine Brille, dann schielt er nicht mehr. Schon besser so. Schielen aufgehoben. Bei dem war ich noch nicht. It's a velvet mural that depicts the driving of the Golden Spike as performed by a toreador and a couple of children with really big, sad eyes. Ich dachte gerade, hier steht ein Weihnachtsbaum.
Some sort of large potted fern is standing so in the corner. Aber ist nur hübsches Grünzeug. Was ist denn mit dem Pferd hier? Apparently, most of the lower half of the horse is in a chop shop somewhere in Los Angeles by now. Was? Die Pferdehufen wurden abgehackt? Gut, ich denke da nicht weiter darüber nach erstmal. Da oben kann man auch noch hochgehen. Das mache ich gleich. Ich mache aber erstmal diese hier unten vielleicht auch noch raus. Das sieht doch aus nach einer Todesbrücke hier. Das ist eine reine Todesbrücke. Nur gucken. Nur gucken, nicht rübergehen. That was a close one. Considering the condition of this old bridge, you may only have about 3 crossings left. Oh, das sollte ich mir jetzt gut überlegen, ob ich rüber will, wenn ich nur 3-mal rüber kann. Ich an. Vor allem, ob ich jetzt schon rüber kann. Brücke 3-mal möglich. Die Frage, ob das wirklich der Fall ist. Ich gehe mal einmal rüber, ob das überhaupt geht oder ob es so ein Gag war oder ob es eine Todesbrücke ist. Das ist auf der anderen Seite. Die Ameisen. Die Ameisen werden irgendwann mal die Welt überleben. Überleben und übernehmen, sage ich euch. Das sind rote Ameisen. The local insect population has been thriving, what with all the dry weather Korsgold's been having lately. This is one of the smaller anthills around the town. Da habe ich natürlich nichts, womit ich Ameisen fangen kann. Außer dem Glas. That just doesn't work like that. Ich habe mich mal als Kind in ein roten Ameisenhaus gesetzt im Wald. Ich glaube, war das nicht mal so, rote Ameisen beißen auch? Das sind die gefährlichen, das sind die fiesen Ameisen. You really have no desire to touch that anthill, nor do you wish to further your entomologic collection at this time. Aua, ja. The road is dusty and uninformative. The road is long, a long, long road. Kakteen. You're not thirsty for cactus juice right now. Cactus Juice aber für meinen Freund. That just doesn't work like that. Warum sterbe ich denn jetzt nicht? Ich hab schon die Ameisen angefasst. Ich versuche ja zu sterben. Gib mir ja Mühe. The locals say this creek wasn't nearly so deep back in the old days. You suppose it's just another example of the creative activities of that famous Armenian landscape artist, Soil Erosion. Soil Erosion. You really have no desire to touch. There's no need. Ja, die Ameisen, aber gut zu wissen, dass sie Ameisen sind. Ist denn hier jetzt endgültig Schicht im Schacht an der Stelle? Oder kann ich noch weitergehen? Die Eisenbahn fährt hier auch nicht mehr hin. Was ist das hier? Dieser Pixel auf dem Stein. The locals say this creek. Wenn das mit dem 3-mal überqueren stimmt, dann komme ich jetzt nicht mehr dahin und wieder zurück. Dann lade ich lieber mal, bevor ich mich hier in ein Softlog begebe, falls das wirklich nur 3-mal gehen sollte, was ich nicht glaube, dann würde ich nämlich nicht mehr zurückkommen. Ja, da habe ich ja nichts gekriegt bei den Ameisen. Lieber speichern, als später traurig sein. So. Ja, genau, das kann ein guter Gag sein, aber man weiß es nicht. This wagon has been lying here in this sad state of disrepair ever since Mr. Leach, the carriage maker, headed back east to Detroit. Und ich glaube ja nicht, dass ich jetzt irgendwas da sehen musste, aber ich kann mir jetzt merken, dass da die Ameisen waren, falls ich da was brauche. Ist da irgendwas drin? Hier, das da? This wagon. Nee. Ja, der geht eben extra hin, dass da eventuell was sein könnte.
Den Trog. Ich könnte auch ein bisschen Wasser aus dem Trog It's holen. just an old wreck. It won't help you. Bisschen, That street is staying right where bisschen schlechtes Wasser. that just doesn't. So, jetzt bin ich hier. Da war ich noch gar nicht. Ich hole mir Klowasser. Zum nüchtern werden. Not much privacy, but the ventilation is excellent. Da fehlt eine Wand. Da fehlt eine Wand. Gut zu wissen. That just does. Ne. Da ist der Galgen. Habe ich den von woanders schon gesehen? A noose swings lazily in the breeze. Always a gloomy sign. Also jetzt gefällt es mir ganz gut, wo ich mich what I einfach so always say? ein bisschen in der Stadt No news umsehen is kann und good nicht so viel in der news. Anleitung rumdödeln muss. Weil das mit dem Kopierschutz dieser Anleitung, das ist nicht so mein Fall. Aber jetzt so ein bisschen hier die Gegend entdecken, das gefällt mir. Sehr nach meinem Gusto. Perched on the top of the post is an angel, her arms outstretched. At the base of the statue is a small plaque which reads, I love you this much. Couldn't you just surrender your lunch? Ja, sieht gar nicht, auf dem Bild sieht das gar nicht so, als ob die Arme ausgebreitet sind. Was ist mit den giftigen Bären hier oben? A robust, healthy, prickly pear cactus grows near the edge of Reboot Hill. Must be all the nitrogen-rich fertilizer in the local soil. Ja, sind das Früchte oder sind das... Ne, Go prick on somebody your own size. Bluff Street is just a little... so, ist irgendwas Auffälliges hier noch, außer das Klo, dem eine Wand fehlt? Gehen wir es mal weiter. In die Synagoge. Das habe ich von woanders, glaube ich, nicht gesehen. Der Sarg ist auffällig da oben auf jeden Fall. Das Schaf ist super auffällig. Hä? Das ist ein Wetterschaf. Ich dachte, das steht hier unten, aber das Schaf ist hier oben drauf. A squeaky old sheep weather vane turns gently on top of Reverend Hallelujah's house. Perhaps he's trying to get people to join his flock. Was ist das hier hinten? Da? Sind das hier Bärchen? Oder auf dem Kaktus? A variety of polypetalous green, fleshy, spiny members of the family Cactaceae grow in spurts around the foundation of the church. Aren't you sorry you asked? Was bedeutet es, dass also ich denke jetzt wieder nur laut, aber gerade auch Arms Wide Open war hier als in grün geschrieben und Kakteen auch, als ob das etwas ist, was ich nachschlagen müsste oder so. Don't touch the cacti. Ja, diese grünen Texte, als ob die wichtig sind. Gerade erst erkannt, dass das ein Stiefel ist als Mauszeiger. Dachte bis gerade, was das mit der Banane auf sich hat. Mit der hier? Was? Eine Banane? Banane? Mit einem... Ja, stimmt, so ein bisschen. Die wird nach oben hin ein bisschen dick, vielleicht die Banane. Ein Pfeil drin. One of Hyman Untertaker's coffins is lying in disrepair off near Reboot Hill. It looks like a cedar model number 7. Eternal slumber and no moths. Keine Motten. Gut, keine Motten. Seit Code Veronica bin ich auch schlecht auf Motten zu sprechen. Aufmachen. You slowly open the coffin. Tot. Say, you ought to do something about that coffin. Da ist ein schlechter Geruch drin. Verwesungsgeruch. Kann ich damit was anfangen? That just Okay. A stagecoach converted to a hearse is mired in the mud here, minus one wheel. Once this was a one-hearse town. Now it's a no-hearse town. Ach, weißt du, Lunatic, in wie vielen Point-and-Click-Adventures habe ich schon Gräber geschändet? Das geht schon auf... Das ist auf jeden Fall schon zweistellig, glaube ich, wie viele Gräber ich ausgehoben habe. Apropos, auf in den Friedhof. Irgendwelche Gags bei den Gräbern?
Here lies... Aha! You'd always wondered where Jim E. Hoffer was buried. Jim E. Hoffer? Reboot Hill isn't very creepy. The Coarse Gold Founding Fathers Cemetery Committee couldn't afford creepy. But creepy costs extra. Creepy kostet 5 Mark extra. Okay, James E. Hoffer. Das klang irgendwie, als ob das wichtig ist. Aha! Pardon our dust, but here we know again. A new grave is being erected on this site in honor of Philip D. Graves. Looks like your dear friend Philip has passed on. Gee, it seems like only a day or two ago you filled a prescription for him. Oh oh. Und neben Reboot Hill gibt es Respawn Mountain. Looks like your dear friend Philip has passed on. Uh-oh. He lies Les Monley. He died with his shrink web still on. Les Monley? Ich kenne nur Les Manley. Das wird auch ein Point-and-Click-Adventure. Meinen die das? He lies Eric D. Unready. Das habe ich sogar gespielt auch. He had a fatal error reading Drive B. Das ist leider ein Spiel, was ich prinzipiell gerne spiele, aber ich glaube nicht streamen würde, weil das ein reines Text-Adventure ist mit englischen Texten. Dann müsst ihr die ganze Zeit nur vorlesen. Das ist jetzt nicht das Ideale für einen Stream, aber es ist ein sehr witziges Spiel auch noch. Under this rock lies Ernie Fleabag. Mere text cannot describe how he will be missed. Ernie Fleabag? The tall stone fence posts are pebbled and worn from years of rain, wind, and tourists. Here lies Butch Casualty. He also cheats, steals, murders and writes bad checks. Habe ich es gesehen, ne? Ah. Das hier? Oh boy, it's one of those rare Burma shave headstones. Beneath this plot lies Edward Fiscus. His time grew short, but not his whiskers. The epitaph reads, Poor Prudence Brown was merely dozing. He never woke, no decomposing. Ja, aber wenn man sich eine KI-Stimme reinholt, dann kann man zu den Streamen irgendwie auch gleich ganz sein lassen, finde ich. So ein bisschen auch. Also es gibt ja auch Leute, die streamen Text-Adventures und dann finde ich es schon besser, wenn man es selber vorliest. Aber ist halt nicht so unbedingt mein Ding. Obwohl ich es mal ganz gerne machen würde, aber es ist halt so schwer, auch die ganze Zeit was anderes zu machen, als nur den Text zu lesen. So, wir gehen mal in die Kirche. Ich höre schon die Orgel. Da wird georgelt in der Kirche. Ich gehe lieber wieder. Will nicht rein. Will nicht rein. Er will einfach nicht rein. Oder muss ich das Benutzen-Symbol nehmen? There's no... Die Tür ist auf. Der Weg ist aber nicht frei. Vielleicht mal schauen erst. Hat er sie versteckt? You see some votive candles burning just inside the door. Vielleicht geht es ja nur um die Kerzen, die ich mitnehmen kann. You would never dream of stealing a candle from a church, but they wouldn't miss one of those puddles of candle wax. Mit Wachs kann man sich in die Ohren stecken. 525 Punkte! Wachs. Sonst war da nix, ne? Okay. You take Bluff Street. Kommt man hier raus? Hier ist nochmal eine Toilette. Das sieht auch auffällig aus, als ob man sich da was rausziehen könnte. Was ist denn da drin? This tank stores the whole town's drinking Wasser. water supply. Kann ich mir da ein bisschen Wasser rausziehen? Da tropft es auch schon.
Richtig nüchtern macht das Wasser ja nicht. Und Wasser habe ich auch in der Apotheke. Nee. Okay, ich dachte, ich hätte vielleicht nicht getroffen. There's a spigot at the base of the water tower. Eine Pfütze ist das, ne? There's a spigot. The bluff stays put, no matter how hard you tug. Bluff? You turn the faucet on and water gushes out. Okay, jetzt kann ich es vielleicht füllen. Mal gucken. You don't need to fill the whiskey glass with water. Besides, some folks in town would consider it sacrilegious. Was, du trinkst Wasser? Da werde ich aus der Stadt gejagt. Ein bisschen Wasserverschwendung, was ich hier mache, ne? Ich habe einen Eispickel noch. Ich habe Wachs. Was war das hier für eine... Dadgums Magic Elixir is positively... Achso, das wollte ich ja schon in das... Mein Herr sprach einst zu in das Triton. Glas. Warum denn all der Streit? Wir trinken schon seit Tagen und sind schon Das Wasser wird abgestellt und ich trinke erstmal ein bisschen Wasser. Prost, Jesse. So, was ist mit dem Klo hier? Hat das auch keine Wand in der Seite? The outhouse has a signature half-moon cutout. Open the door. Stinky. Jetzt bin ich tot. Oh, those darned kids. Don't they have anything better to do than hide joy buzzers under the outhouse seat? Das war elektrisiert, ne? Mehr oder weniger. Okay. Also hier kann ich Wasser holen, wenn ich es irgendwann brauche. Ameisen sind außerhalb der Stadt. Wir schauen mal weiter. Wir suchen noch irgendwas für die Frauen, für die Womanly Powers und ich muss beziehungsweise ich muss den Doktor nüchtern bekommen. Gute Nacht, Jackie. Guten Wochenstart. Kinder? Kann ich gut mit Kindern? This is the corner. Haben diese Kinder auch synchronisiert? Sissy. My, your golden locks are looking pretty today. Sissy glares at you with a look that says, I know 1,000 ways to cause pain to a human body. You want to start counting? Sissy ist quasi vom Teufel besessen. Was mit den anderen Kindern? Sind die genauso? Oh, hallo. Penelope. Freddy, how nice to see you. Did you leave work just to come see me? Immer wieder. Yeah. Just being able to look at you makes my day seem to fly by. Penelope titters and tilts her head coyly. Oh, you do know how to flatter a girl, don't you? Now you get back Ich to dachte work, immer, so ich you'll muss have sie enough voll money to take you überzeugen, to the dass wir Sadie noch ein Date Hawkins Day bekommen, dance aber sie next ist ja... week. Sie will einfach nur As Geld. you wish, my lady. Geld für den Ball. This is the corner of... Hello, Weebix. How are you this Weebix? morning? She pointedly stares away from you, counting to herself and looking just a bit peeved. 1, 5, 9, 33, 4, 7.5, 2, 6. I've confused you now, haven't Mit Kindern I? kann er nicht. Weebix's eyes get very large and well up with tears. She sets her jaw firmly and keeps jumping, starting with 1. You are not proud of yourself. Mit allen Kindern wieder vertan. So, so, Banane raus und auf in den nächsten Raum. Hier kann man ertrinken. Kann man denn hier eventuell unten rumgehen, dass ich zu den Eisenbahnwaggon komme? Main Street comes to an end here in the thick, mucky swamp. Beyond it lies the old, abandoned mine. Der Mann ist verknallt in die Schul-OG und die Schul-OG scheint auch in mich verknallt. It's the last train to Course Gold and it's sunken at the station. Ich guck mal, ich speichere mal, weil hier kann man nämlich sterben. Ob ich da irgendwie, wenn ich nicht direkt aus Wasser gehe, zu dem
Waggon bekomme. Waggon. Ja, genau. Nicht ins Wasser gehen, sondern hier lang gehen. It's the last train. You don't feel like taking the train right now. And you can't get over to it nohow. Waggon, Verdong. Alles das Gleiche. Gleich kommt Cthulhu hier aus dem Wasser. Oder eher Dagon. This big old water tower was previously used by the train station. Now it's junk. Muss mir Stöpsel hier rausziehen, damit ich da zu der Mine komme. Oder hinten ist noch ein Häuslein. The shrubs here by the swamp are particularly sad looking. War ich denn jetzt überall? Weil sonst würde ich nämlich tatsächlich in der Anleitung nach einem Mittel gegen... Kann man hier reingehen? Mittel suchen, um ihn nüchtern zu machen. Keeps this door locked all the time to keep the kids in and the rabble out. Thank goodness there's no such thing as a fire code yet. Das wird ja zugenagelt sein, da komme ich nicht rein. Das ehemalige Minen... It's boarded up, but there's nothing in there anyway except some worthless old rocks and a few petrified cinnamon rolls. Insert your own nauseating joke about rock and roll here. Sorry, you'll have... Es kann ja sein, dass man irgendwie noch nach unten rauskommt. So, wir waren... Das ist geschlossen, das ist meins. Aber beim Sheriff noch vorbeischauen. Ich sollte mit dem Sheriff, wollte ich auch sprechen bezüglich des Hotels. Und hier ist auch noch ein Shop, aber der ist auch zu. Also zum Sheriff zu gehen ist eine ganz gute Idee. Ich könnte auch nochmal mit meinem Typen hier sprechen, mit Running Gag. So. Hi, Sheriff. Hi, Chef. Sheriff? Parkburg? What do you want? Parkburg? Why'd you close down the Dirty Sheet Hotel? What's it to you? Well, I'm a little worried about the tourist trade and... It's not your place to worry about the tourist trade, boy. You leave that to me. Now, as for the hotel, if it's any of your business, it was attracting the wrong sort of business. Transients, hobos, people of low moral fiber. Can't be having none of that going on in Corsko, can we? But at the rate these places are closing down, in a matter of days there won't be any town left. Listen to me, boy. That ain't none of my never mind. I'm just looking to make this place as safe as can be. So if I gotta close down a place or two, well, y'all will just have to live with that. Patooey! Jo, The spittoon makes a resounding ping. Das war wieder grüner Text. Ich habe das Gefühl, der Spucknapf ist wichtig hier. Wir machen den Spucknapf. That just doesn't work like that. Davon wird man garantiert nüchtern, wenn man den Spucknapf ausleert. Das habe ich gelernt in West of Loathing. Spucknäpfe sind wichtig. Taking a serious look at yourself. You decide you like what you see. Scratching right there sure. Ach so, ich klicke mich gerade selber an. Ich wollte. Ach gut, dann geht's vielleicht doch noch. Ich muss mal ein Stück aus der Seite gehen. Gib den Zehner, wenn du den austrinkst, ja. Das war bei uns früher auch manchmal so eine Sache irgendwie. Ich gieße das abgestandene Wasser in den Aschenbecher, gib dir einen Zehner, wenn du das austrinkst. So. Drop it, Farkenstein. I'm starting a collection. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mit dem Glas benutzen kann. Jetzt stehe ich ja weit genug weg. That just doesn't work like that. Die Idee fand ich aber gut. Inflation und so Körnchen, ne? Heute müssen wir ein paar Nullen dranhängen. Inflation macht auch vor Mutproben nicht Halt. It's an old bucket. Sheriff Shift occasionally likes to soak his feet. Das Fußwasser können wir auch nehmen, vielleicht. Das Fußwasser? Ja? That just... Das ist keine gute Idee, hier jetzt was zu klauen beim Sheriff, ne? The sheriff hung his hat and long coat on the rack. Ich spreche gleich nochmal mit ihm. Those are the sheriff's 6 guns.
Actually, they're revolvers and rifles, but there are 6 of them. This is where the sheriff keeps his trade journals. Trade Journals. Wanted. Rubenito Juante. Graffiti Bandit. Ich wette den Zehner, dass ich eine Gruppe für den Zehner finde. Wir brauchen Beweise aber dafür. The sheriff's big old desk is cluttered with all sorts of crime-fighting paraphernalia, just in case the sheriff decides to fight crime someday. 10 Euro? Das sind ja 20 Mark. Na dann. Ich spreche nochmal mit ihm. Sheriff, I don't understand how the playhouse was making coarse gold unsafe. Why'd you close it down? They is showing smut in there, and it was attracting the wrong kind of customer. Smut? Like what? Chaucer, Rabelais, Balzac. Balzac? I got you. Der Sheriff schließt hier alle Läden, weil er denkt, die würden die falschen Leute anlocken. And furthermore... What the Sam Hill do you want now? Don't you have customers get to Eigentlich schon. Yes, but I don't see why you had to close down the Tall and Thin shop. What in the world was wrong with that? Ist besessen. Listen to me, boy. Tall and thin folks are sneaky. Oh, that's ridiculous. It's Mein bester Freund ist tall and thin. They look down on everybody. And when they want to sneak around, they turn sideways towards you, so you can hardly see them. Luckily, their collarbones break more easily than most folks, so you can whop on them real good. That's the most insane load of horse manure I've ever heard. Nobody's asking you to believe it, boy. If you don't like how I'm running this town, why, you just go right on and leave. In Ist fact, der Big Baddy hier? I'll be seeing you about this very soon, boy. Very soon. I see. And furthermore... What the sa- Yes. Okay, das ist das letzte Gespräch. Okay. Was haben wir denn hier noch in der Unterhose liegen, oder ist es das? That's an old trunk dated back to the 1870s. Actually, in that case, it's pretty new. An old new trunk. If you get that thing open, Farky, let me know. It's been locked for years. Nothing in it, as far as I know. Oh, ich könnte versuchen, es aufzubekommen. Im Eispickel? You can't open the trunk with the ice pick. In fact, you can't open the trunk at all. Das klingt so, in fact, you can't open it all. Oder ich soll es mir merken, dass hier was ist. Okay. Ich mach mal kurz eine Toilettenpause und eine Getränkeholpause und dann schauen wir mal vielleicht in die Anleitung rein. Weil ich glaube, ich habe zumindest jeden begehbaren Teil der Stadt gesehen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Habe ich jetzt eine Idee, wie es weitergehen soll? Ich schaue nur erstmal noch kurz einmal raus. Ich bin's, genau. Du hast richtig eingeschaltet. Du bist richtig hier. Mach's dir gemütlich. Ich habe Getränke mitgebracht. Prost. Sprich mit dem Hund. Das ist der Sheriff. Welchen Hund meinst du? Wenn du einen Hund siehst, sag schnell Bescheid. Ich habe noch keinen Hund gefunden. So, Pipis, Haus und Tall and Thin haben zu. Ach, ist ein Insider aus einem anderen Spiel. Alright. Ach, deswegen konnte ich es nicht verstehen. Ich dachte, ich habe irgendwas übersehen. The Tall and Thin Shop. The owner narrowly escaped with his life once when he was discovered short-changing customers. Was ist das hier unten? These remnants of the coarse gold depot are all tumbled down and shot. Can't you read? The sign on the door says closed. Gab's da Scherzartikel oder das haben die da verkauft? The sign says PP's Playhouse. Or it used to anyway. Now it looks more like PP's Dlayhouse.
Oder Layhouse. Das Layhouse ist woanders hier. Leave it to the wrecking crew. Ich brech mal ein. You rattle the doors a bit, but they seem locked for good. Ich wollte mit Running Gag nochmal sprechen hier. Moment, wir müssen den Text nochmal auf Englisch hören. It's Herbert, one of your part-time employees. Herbert spent the past 5 years as a security guard at F.W. Fleeceworth's in Utica, New York. They downsized, so Herbert moved out west to be closer to his family. You took a chance in hiring him, figuring that as a security guard, he was perfectly qualified to stand around for hours and hours without doing anything productive. Turns out he's overqualified. Moment, hat er im Deutschen nicht gesagt, er wird irgendwie... oh, da ist der Hund. Sprich mit dem Hund, hat Atharia gesagt. Arf, arf. Ich wollte noch mal kurz in die Einstellungen reingehen. Was mit den Textboxen, das macht mir doch ein bisschen zu schaffen, aber ich glaube... Jetzt hätte ich auch... Hier wurde tatsächlich jetzt auch runtergedreht, weil ich außerhalb... Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Details auf volle Pulle. Shave. Es wird geschäft. Running Gag. Sprech mal mit ihm. Ah, guck mal, wie schnell er ist. How's it hanging? As usual, Mr. Farkas. Permission to speak freely? Hat ein bisschen was... I've had an offer from a bank in Scottsdale. They'd like me to stand inside the lobby and hold checking account brochures. How much are they offering you? 5 cents a day, plus a commission on the brochures. Let me look at the books and we'll talk in a couple of days. I don't want to lose you. Thank you, Mr. Farkas. I don't want to lose you either. Die Zeichnungen, die erinnern mich so ein bisschen an Don Martin aus dem Mad Magazine von früher. Gerade der Wachmann hier zum Teil. Also nicht unbedingt der Freddy, aber manche Figuren erinnern mich so an diesen Zeichenstil von Don Martin. Habe ich jetzt alles gesehen? Beim Sheriff war ich... Ja, guck mal, mit der Laufgeschwindigkeit spielen wir es auch in Windeseile durch. Irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Hier, beim Barber war ich noch nicht. Der Barber wurde ja angeklagt, wurde ja wieder gesucht, weil er schielt. Das ist mein anderer. Mhm. Na, die Punks sind auch schon da. Also auch ein reiner Modepunk. Erzähl mir nichts. Ein normaler Punk wird nicht zum Friseur gehen, um sich so eine Frisur machen zu lassen. Was haben wir hier? That canister is labeled NO2. But it hasn't been offered to you. What is this attitude where you're trying to take everything that isn't nailed down? Big Adventure. You can't get away with that, you know? Especially not in the Old West. Dann frage ich mal ganz nett. Sind Indianer vom Stand der Irokesen? Vielleicht. Keine voreiligen Schlüsse. Ich guck ihn mir mal an, Moment. Salvatore O'Hanahan, town barber, dentist, and bootblack, is hard at work on his customer Ed Sorbine Jr. Salvatore also happens to be the only Irish Italian in town. Ed Sorbine klingt jetzt nicht sehr nach Irokese. Nee. You see nothing in Sal's barbershop that you wouldn't care to give this place a white glove inspection. Unless you wanted black gloves. Was ist das hier? Those old boots look vaguely familiar. Oh, these boots are made for walking, würde ich sagen. Her damit. Better not. They might belong to somebody. Der Eispick, oh stimmt, das ist eine sehr gute Einwandkörnchen. Ich sollte mal ein anderes Item eventuell in die Schnellzugriff hier nehmen oder gar keins. Also ich denke, safe bin ich mit dem Rezept. So, okay. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt hast du ja aber eine Aktion versaut gerade. Hey, leave my boring tonsorial equipment alone. Ah, da kommt der Ire kommt durch. You can't think of anything to say to that. Wie? Ich wollte mit dem hier sprechen. How's business, Sal? Seems like you always have a customer these days.
Not so good, Freddy. My earnings Italienisch? is up, Kann er sich nicht but my entscheiden zwischen profits Italienisch und is Irisch? down. Oh, that's too bad, Sal. Do you have any ideas about how to increase business? Well, I do have one idea. I've been thinking about providing dirty reading Tatsächlich material wechselt er for den my Akzent. customers to read whilst they wait. But your customers are illiterate. Aye, and they can't read so good neither. Er braucht was, er hätte gerne irgendwie so was zum Lesen für die wartenden Kunden. Ich weiß nicht, ob das in der Quest ist. Sprech mal weiter mit ihm. Sehr interessant mit dem Akzent. Howdy, Sal. How's things? I can't complain, Freddy. I'm getting plenty of business. Did you notice that the hotel's been shut down? Yeah, I noticed that this morning. What's up with that? Who's the genius who came up with that? We're gonna Das schielt lose aber the nicht hier. tourist thread. Well, if you hear anything about it, let me know, will ya? Der Friseur, der You gesucht wird, got it, schielt. Freddy. And the same to you. You hear anything, you let me know. We'll be right I will here. let you Up to know. the arms in this guy's head. Kann ich mit ihm sprechen? You can't think of any. You can't. Nee. Sal? Oh, give me a break, Freddy. I got customers. Don't you got the customers? Well, I suppose so. Then do me a favor, laddie. You come back when you got news, all right? I gotta make some headway. Eigentlich geht man ja zum Friseur, um News zu I bekommen. made a funny. Gotta make some headway. Get it? Well, do you get it? Got it. That's good. It's a me. Sal. Moment. Mal die Brille aufsetzen. Although that comb storage jar is labeled disinfectant, you know for a fact that Louis Pasteur's recent research has proven that colored water will disinfect nothing. Ich muss einfach versuchen, jede Flüssigkeit... Er sieht gerade so ein bisschen komisch aus hier. Haben sie ihm gerade ein paar Details weggenommen aus dem Gesicht? Pixel sind zu groß. Ich muss jede Flüssigkeit, die ich sehe, versuchen, ins Glas zu füllen. That just doesn't work like that. Okay. Kicking out. Okay. Ah, hier, der Laden ist noch offen, oder? Ist er zu? If you push this door, it might... Dann können wir noch mal da reingehen, da weiter nicht. The Palim, door palim. swings open. Eine Flasche From the Pommes, back, bitte. you hear Chester's voice. Help yourself. I'll be right out. Da sitzt jemand ohne Stiefel. Und beim Sheriff oder irgendwo stand... Nee, beim Friseur standen gerade Stiefel rum. It's Whittlin' Willie. He's been here ever since you got to Coarse Gold, and he hasn't aged a day. He's always been about 140 years old. He spins a mean yarn, and somehow he always seems to know what people did, even when he wasn't in the room. Das ist das eingebaute Hintbuch. Gib mir mal einen Hint. Hiya, Whittlin' Willie. How's the whittling going? Hiya, Sonny. Just splendidly, thanks. I'm working on an old dead beach whale. It's gonna be my best work to date. Will it be for sale? The whale for Will it be sale? for sale? No, it ain't gonna be for sale. I'm an artiste, dagnabbit. Besides, if I hang on to it for a while, maybe it'll be worth a bundle someday. Now scram. Der Urlaub ist vorbei, Jesse. Der graue Alltag beginnt wieder. Ich wünsche euch auch einen schönen Wochenstart. Hiya, Whittlin' Willie. How's the whittling going? Hiya, Sonny. Okay, er wiederholt sich. Kannst du einmal bitte in das Glas spucken? It's empty. Ja, mach mal voll. Yeah. Well, bring it back when it's full, and we'll get stinking. Ja, dann Prost. Prost. It's a nice picture of a pussycat laying on its back. Mhm. You won't need any kitty porn in this game.
Oh, das ist das falsche Spiel für diese Art Bilder. Okay, I got it. This is the interior of Chesterfield's Mercantile Company. He used to call it a general store until he ran out of generals. Bam, bam, bam. Gibt keine General mehr im General Store. Considering that there's nothing for sale here, you wonder why Chester even bothers keeping these brown paper sacks around. Oh, vielleicht so eine Tüte mitnehmen? Oh yeah. You take a complimentary paper bag. Eine Papptüte. Papiertüte. Und damit haben wir einen Punkt gewonnen. Über 26. Aber der Gag war wirklich gut am Anfang, als ich die Tür aufgemacht habe und er sagt, du hast quasi das halbe Spiel schon durchgespielt. Auf einen Rutsch bekam ich 500 Punkte. Es ist relativ anständig für ein Lowe-Spiel. Mal schauen. Welches Spiel hat Lowe denn alle gemacht? Neben der Larry-Serie noch. Wofür war er noch verantwortlich? Show me the way, Dr. 8-Bit. Kläre mich auf. Mir fällt's jetzt nicht ein. This is an old kerosene lantern. Ja, stimmt. Donald Ducks Playground. Das habe ich vor kurzem mal als Fun Fact auch gehabt, tatsächlich. Das war vielleicht versaut. Chester only sells Die ganze Zeit ist die Ente nämlich ohne Hose rumgelaufen. Was Versautes. Chester only sells lanterns in combination. Most of what's here won't talk to you. Ich wollte mit dem Chef sprechen hier. The building's not for sale. Kann ich mit Chester nicht... Geh mal zu Chester. Geht anscheinend nicht. Aber ich hätte gern so einen Glücksmacher hier. It's a horseshoe from Chester's old swayback horse that got spooked by a wagon, ran into the street and broke its leg under the wagon wheel. Chester sent it to a veterinarian in San Francisco at outrageous cost, but in the end the horse died anyway. Took every penny Chester had since the horse meat guy wouldn't buy the carcass. Guess he keeps the horseshoe up there for good luck. Wenn ich es wegnehme, bekommt er Pech. What? And take away Chester's good luck charm? Ja, dann bricht dir die Wirtschaftskrise schon da. Was soll schon schief gehen? Was ist das hier? This coffee grinder from the 1883 Shears catalog makes two big Kaffeemühle. cracks they've got in this store. This coffee grinder... Divorced? On what grounds? Oh, Moment. Was war das für ein Text? This coffee grinder is Chester's private property. He won it in his divorce settlement. Divorced? On what grounds? Also, falls ich mal irgendwie Bohnen mahlen muss, kann ich das vielleicht hier machen. Okay. Mit Chester selber sprechen ist nicht. Many's the day you'd find Willie, Chester, Smithy, and a few others in here, all with their feet up on this old pot-bellied stove, playing checkers, whittling, and expectorating. They stopped doing that after the backs of their ankles got too crispy. Aber mir fiel gerade spontan auch nichts anderes zu Lowe noch ein. Er hat ja auch irgendwann, hat er sich ja zur Ruhe gesetzt und dann hat er irgendwann noch mal die Rechte verkauft an den Larry Remakes und an den Larry Fortsetzungen, ne? Ich glaube, hatte er selber die Rechte an den Spielen gehabt? Oder hat ihn die Serie noch gehabt? Man hätte er selber gehabt, ne? A hanging kerosene lantern used to provide light in the store at night. Since there's no more kerosene to be found, though, Chester now closes at night. Was ist hier? Potato? This is a brand that used to be popular. Potato sexy. Sexy? Their note for Sal. Sal ist doch der der Friseur. Hämorrhoidencreme. Eispickel. Wachs. Ich nehme was aus dem Wachs. Das hier war... Das ist, ach genau, das ist die Papiertüte. Also mein Plan ist ja eventuell
irgendwas in der Anleitung zu finden, ein Rezept, was den Doktor ausnüchtert. Alles gesehen? It feels... Genau, Monster Free, das ist... Oh, hier passiert gerade was. Who's that? Poor fella. It doesn't pay to pick a fight with Sam Andreas. Sehr ansprechbar oder ausraubbar. Poor fella. There's no use talking to him. He's out cold. Ja, ich liebe es gerade, mich hier umzusehen, Körnchen. Das ist besser als die ganze Zeit die Anleitung anzuschauen. Poor fella. Hat so ein kleines Open-World-Gefühl. Ich gehe mal... Nee, ich gucke jetzt mal in die Anleitung rein. Nochmal. Ob ich irgendwas finde, um jemanden auszunüchtern. Also Koffein war es ja nicht. Koffein. Beruhigt die Nerven und beruhigt aufgeregte Kinder. I don't know. Experimentations is currently underway to confirm this. Hallo Nighthawk. Ja, das macht mir gerade am meisten Spaß, hier mir die Dialoge anzuhören und so. Also mehr Spaß als am Anfang dieses schreckliche Zusammenmischen der Rezepte. Codein, Chloroform. Nee, ich will ihn ja nicht betäubt machen. So ein Elixier habe ich ja, ne? Soll ich ihm das Elixier mal hinstellen? Eintopfen. Es muss ja irgendwas Isopropylalkohol. Nee. Do not drink. Irgendwas Flüssiges sein. Zum Formaldehyd ist auch nicht. Ein Abführmittel. Abführmittel. Schnell den Alkohol ausscheiden. Accidental Poisoning. Wo hast du das gesehen? Muss ich nochmal hochscrollen? Letztlich wegscrollen, weil ich nicht weiß. Okay, hochscrollen. Das war aber nicht unter A, ne? Bleach könnte es sein. Nicht so weit. Hier bei C. Chloroform, Koffein. Bei Koffein stand ich gerade länger. Husten. Bisschen weiter. Oder ein bisschen höher. Das wäre jetzt die Frage, in welche Richtung du meintest. Es muss ja irgendwas sein, Icepack. Was? Ach, da unten, da. Usually proffered in syrup form, cause instant and severe vomiting. Useful in events of accidental poisoning. Also tremendous fun when secretly added to a chocolate syrup dispenses of competing pharmacies. Das Ding ist nur, da stehen ja keine Zutaten. Oder ich finde das einfach so in meiner Apotheke. Ich kann mal gucken, ob ich das finde. Als Einzelzutat. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Ja, wir gehen mal in die Apotheke zurück. Wenn ich den Weg finde. Der Kater mag das gerne. Jetzt, wo der so schön schnell ist, ne? Sadie. Sorry for the delay. Ich mag das Gerenne auch. So, ich guck mal, ob ich das als Einzelzutat habe. As you study Madame Overy's prescription, you realize... So, was haben wir hier?
Wir suchen Bettag. Irgendwas anderes, was auffällt, ne? Methylphosphat. Sodiumbicarbonat. Wasser. Prescription Boxes. Magnesium. Und das war's. Der Rest ist nur Sachen zum... The alcohol lamp feels cool to the touch. Das ist nett, das, was ich suche. Ich gucke noch mal kurz. Irgendwas Trinkbares, meiner Meinung nach, sollte es sein. Wenn es nicht der Kaffee ist. Oder ich muss eine Tasse finden, wo mir die Frau im Coffeeshop einen Kaffee bringt. Weil sie hat gesagt, als sie das Whiskyglas gegeben hat, sagt sie, nee, das ist keine Tasse. Da gebe ich dir keinen Kaffee. Laxatives. Abführmittel. Wir könnten auch Abführmittel mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht. Gucke ich gleich mal. Ja, oh, so schnell konntest du das schreiben. By itself, an emollient, but when combined with compounds to be already ingested, aids in the absorption through the stomach lining. Gives you a get up and go feeling, as well as get out of the way feeling. Da stehen aber auch wieder keine Zutaten. Dafür bin ich bekannt, Körnchen. Das ist mein Markenzeichen. Zu früh, zu kompliziert zu denken. Das klingt so ein bisschen, Körnchen, als ob ich einfach zurück in den Saloon gehen sollte und dort die Lösung suchen sollte. Vielleicht mache ich das einfach. Ich glaube, alles deutet irgendwie darauf hin. Ja, irgendwas deutet darauf hin, dass ich hier gar nicht gucken soll. Wir gehen mal zurück in den Saloon. Wir haben ja immerhin schon das Whiskyglas. Habe ich hier vielleicht eine Tasse, die ich mitnehmen kann? Irgendwas, was ich mitnehmen kann? Die Sachen, die ich hier nehme, die kommen nicht ins Inventar. Okay. Außer ich habe was Fertiges. Was ich hier noch gerne sehen würde. You keep a pitcher of water in a basin so you can occasionally wash your face. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe mir das Spiel nicht gewünscht. Aber jetzt ist es ja nicht mal so schlimm, wie am Anfang. The desktop's locked. Damn this crude desktop interface. Das Passwort vergessen. Kann man... There's no... Der Schlüssel, das war ja nur für die Haustür, ne? That's the wrong key for the roll-top desk. Das klingt aber so, als ob es einen Schlüssel gibt. Und das war zugeklebt hier. Ist das eine Treppe dahinter? Sieht so ein bisschen, als ob da eine Treppe hochgeht. I wanna know. Nein. Halt, stopp. Da war noch was. Ich meine, das war eine Treppe. Da. These stairs lead up to your tiny bedroom. Tiny bedroom. Kann ich da hoch? Benutze Treppe. Aha! It's a trap. Also, was finden wir denn hier? Einen geschlachteten Elch. Und gehäutet. Hallo Elch. You can't think of anything to say to that. Your authentic moose skin rug looks very attractive with those eyeglasses on it. It would have been a mite less lumpy if somebody had remembered to skin the moose first. Die Eyeglasses, meinst du die hier? Die sehen wirklich gut aus. Da, passt auch wieder genau drauf. Der Elch ist kurzsichtig. So, was haben wir da drin? The armoire door is wide open, displaying your outfits for all the world to see and admire. The armoire door... Ist da irgendwas drin? Nein! Muss doch irgendwas Wichtiges Kann der sein. Skelettarm nicht damit benutzen?
Ah ja. Aber ich kann auch kein Outfit davon benutzen. Da ist nur eine Kiste. Machen wir jetzt so. Die Lootbox. Ich habe die Lootbox im Spiel gefunden. Was ist das? Eine You take your old gunslinger clothes and your good guy model Stetson hat. Okay, jetzt habe ich mein Cowboy-Outfit wiedergefunden von früher, als ich noch ein Revolverheld war. These are your old ex-gunslinging clothes, including your good guy model hat. Mr. Pharkas' wardrobe by Festus Loren of Cheyenne. Ist der Hut noch mein eigenes? Ne, der Hut ist kein eigen. Aber viel mehr Items passen nicht mehr ins Inventar. Ist das Inventar jetzt voll? Lovely old glass-fronted bookcase containing some of your favorite leisure time reading material. Thoracic Park by Michael Crowton. A Brief History of Slime by Loogie J. Hawking. Diabetics by O. Mom Hubbard. Nasal Passages by Gail Shewiz. And How to Satisfy a Sheep Every Time and Make It for More, which you keep out of sight behind the other volume. Was sind denn mit den Schafen auf sich? Wer ist jetzt scharf auf die Schafe? Ich hoffe nicht er. Dann muss ich den Stream gleich auf Erwachsene stellen. This is no time to sit and read books. You're in the middle of a stirring saga of the Old West. Ist ja gerade drüber gestolpert. Ah, scratch. Aha. What's in the box? In the drawer. Aha. Das gefällt mir doch. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel für da unten. You take the key. Für den Desk. Now we're getting somewhere. Ich spiele das Spiel durch, bevor ich die erste Aufgabe gelöst habe. Was haben wir da? Ein Check. You pick up the claim check, your hand trembling with the memory of the last time you wore the boots that you traded for it. That monster, Kenny the Kid, looking down at you and laughing as your ear bled in the hot sun. You put those boots away, never to wear them again. And when you moved to Coarse Gold, you sent them to be cleaned and polished. That was years ago. They've probably been lost or thrown away by now. Das ist ein Abholschein für meine Stiefel aus einer anderen Stadt anscheinend. It's a tattered, well-worn claim check, nearly brown with age. Die neue Challenge, 550 Punkte und die erste Aufgabe ist noch ungelöst, ja. This prescription is... Wie viele Punkte haben wir? 529. Wir kommen der Sache näher. Ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. The dresser is artistically... So, das ist auch was hier. Your grooming aids. Swedish leather lysbianoid scalpicide. Santa Fe ear hair revitalizer. And old Mr. Smathers' preferred gum pinkener. Ist da irgendwas, was ich mitnehmen kann? You don't really need those grooming aids. You're a Western-style hero. Your hair is always in Zahnpasta oder place so. and your Kauf die gums are Zahnpasta always gegen sparkling Hämorrhoidencreme clean. aus. Oh je. So, das habe ich untersucht. Das Bett habe ich noch nicht untersucht. Ich habe auch noch nicht den Maul von dem Elch aufgemacht. There's nothing under there but more moose. You can't sleep. You're too restless. Maybe because it's broad daylight. Wisst ihr, was jetzt wichtig ist? Speichern. Ich habe so viele Punkte geholt. Muss unbedingt speichern. Key for the desk. Vermute ich mal, den ich jetzt habe. Ich glaube, ich muss die Stufen benutzen, damit er You can only runtergeht. take the stairs up or down. Okay, ich muss doch dahin laufen. Ist ganz witzig, dass sie das animiert haben, wie er hier drüber springt. Sagt er mir irgendwas dazu? This is the key to your roll-top desk. I got it. Meinst du, es war ein Dinner for One Joke? Ich wollte es nicht sagen, weil das kein Tiger war. You unlock the desktop. Score! So, what do we have here? It's an interesting drawer. You wonder if it's made any famous sketches. Der Drawer?
The drawer's locked. Was? The drawer. Da ist noch eine abgeschlossene Schublade drin. Das gibt's doch nicht. Moment. You unlock the desk drawer. Glück gehabt, dass der Schlüssel Zweifachfunktionen hat. Aha. It's an old letter, cobwebbed, yellowed and Ein alter faded. Liebesbrief. Score! You take the letter out of the drawer. Score. 530. Wir haben gesagt 555 Punkte, bevor ich das Rezept ausgefüllt habe. Challenge accepted. Mein Herr sprach einst zu Triton. Warum denn all der Streit? Wir trinken schon seit Tagen. Ja, Prost dazu, ne? Und Prost. sind schon ziemlich Breit. Immer noch. Und nicht breit genug. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Der Brief hier, den habe ich noch nicht gehabt. You received this letter a few years back from your recently dearly departed friend, Phil Graves. Dear Freddy, thank you so very kindly for your gracious hospitality during my recent convalescence. The floor of your workroom proved a comfortable bed, and the stale pharmacy goods you fed me staved off starvation quite adequately. I must admit to being a little curious of your request that I retain your safety deposit key for you. I cannot imagine what you have secured in that bank vault that could create such strong feelings of both revulsion and endearment. However, I have done as you asked and taken your key with me. Oh je. I vow to you I will never return this key to you, nor even allow it within your sight. I further swear to keep it with me wherever I go. On this you have my word of honor, for I am ever your friend, Philip D. Graves. Das Geheimnis mit in das Grab genommen, der Graves. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja schon Dutzende Gräber geschändet in Point-and-Click-Adventures und wir haben ja den Grabstein von Graves schon gefunden. Müssen wir den ausgraben? Sein Grave... I'm the Grave Digger. Ey, Digger. Da geht gleich noch was. Okay. Ihr sagt, das Rätsel wäre super einfach mit dem betrunkenen Doktor. Und ich denke zu kompliziert. Was kann das denn sein? Gehen wir mal zurück in den Saloon. Vor Ort kommen wir vielleicht die besten Ideen. Okay. Was hast du im Inventar? Moment. Da ist es. Wachs. Den Abholschein für meine Stiefel, der aber nicht mehr gültig ist. Meine alten Revolverheldenklamotten. Jetzt der Schlüssel für den Desk, der Schlüssel für den Shop. Das hier ist dieses Wunderelixier. Wo ist das Glas? Oh. Kleine Usability, Frage, wie kann ich das Inventar scrollen? Weil ich habe ja eigentlich mehr Items als die ich hier sehe. Wo ist das Glas jetzt? Ah, more, danke. Ja. Genau. Ich soll mir das Rezept nochmal anschauen. This prescription is impossible to read. That's what happens when Doc writes a prescription through bleary whiskey-soaked eyeballs. Ich hätte jetzt eine unlogische Idee und ich hätte eine logische Idee. Die unlogische Idee ist, ich mache mich genauso betrunken wie der Doktor, dann kann ich das lesen, weil ich genauso betrunken bin, wie er, als er es geschrieben hat. Oder ich zeige es dem Doktor einfach nochmal. Ich habe es ihm ja schon mal gezeigt. Ich versuche es nochmal, vielleicht muss ich ihm doch nochmal zeigen. Moment, ich muss mit dem Glas machen. Poor Sam Andreas. It's a good thing he waters down his whiskey so much, or else all his profits would be consumed by glaziers. Kann ich mit dem Glasmacher noch sprechen? Bleiben Sie hier, Herr Glasmacher. Wir haben noch ein Wörtchen zu... Don't you find it frustrating to keep replacing that plate glass, Billy? Nope. I find it a real crack-up. Okay, den Gag wollte ich mitnehmen. Dafür sind wir da. Für jeden Zeitgag.
So. Also ich gucke nochmal mit dem Rezept jetzt hier. Schau nochmal drauf. This prescription is impossible to read. That's what happens when Doc writes a prescription through bleary whiskey-soaked eyeballs. Ich kann versuchen, mir ein Whisky ein... Ach nee, jetzt habe ich ja versucht. Als ich ihm das Glas gegeben habe, hatte er gesagt, der Doc kriegt nichts mehr. You try reading it backwards, but it's still a whiskey-sodden, poorly written prescription. Dang that Doc Gillespie anyway. Also, er hat versucht, es rückwärts zu lesen. This prescription... Okay. Let's see. I can't read this so good. Must be something wrong with my eyes. Eine Brille hat er ja auf, zumindest auf der Großansicht. One of these days, old Doc's gonna get a bit too soused and write a bad prescription, and there's really gonna be trouble. Malpractice insurance can really kill a guy. Ich dachte, er kann es vielleicht lesen, weil er sich mit betrunkenen Leuten auskennt. Wie funktioniert eine Brille? Gute Frage. Brille ist wunderbar. Es ist ein Wunder. Score! Bekloppt. Nicht wirklich. So. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich meine, wenn das Rätsel anders angedeutet wäre, dann ja. Nee. Also es ist ja nicht so, dass es zu klein geschrieben wurde, es wurde zu krakelig geschrieben. Das ergibt doch keinen Sinn, dass irgendwie... Das Glas vergrößert doch nicht. Erstmal das, aber auch irgendwie, ich weiß es nicht. Wenn er gesagt hätte, impossible to read, weil es so klein geschrieben ist, er kann das Kleingedruckte nicht lesen und so, dann hätte ich es noch nachvollziehen können. Was haben wir denn hier? Oh, das ist aber trotzdem schwer zu lesen. 25 Milligramm pro Tag als Dilected Doc. So, was haben wir hier oben? Lestosilt 25 Milligramm pro Tag. Für wie viele Tage? Ist das ein Elestolite? Habe ich ja irgendwas mit L? Ein bisschen Sinn ergibt das, aber nicht kompletten Sinn. Man kann sich das jetzt auch schön reden, dass es Sinn ergibt. Nee, Moment. Das ist der falsche Buchstabe gewesen. Madame. Was ist der Name? Ja gut, er hat beim Schreiben zu tief ins Glas geschaut, ne? Er hat beim Schreiben ins Glas geguckt und dadurch alles etwas verzerrt. Und wenn du das Glas wieder dazwischen packst, dann sieht es wieder normal aus. Hallo Racy. Ich grüße dich. Wir sollen uns aber nicht über Sierra-Logik den Kopf zerbrechen und irgendwelche Diskussionen über den Zaun brechen. Das lohnt sich nicht. Aber was heißt das hier? 25 Milligramm. Was ist das erste für ein Buchstabe? Oder fehlt da noch ein? Restore. Lestus. Ja. Irgendwas mit Errate am Ende und am Anfang. Oder ist das ein C am Anfang? Moment, kann das ein C sein oder so? Nee. Was sollte ja eigentlich ein großer Buchstabe eventuell sein?
Ja, ob man draufkommt oder nicht, verrät euch gleich das Licht. Und das Licht ist bei mir nicht aufgegangen. Ist das ein I? Ein I könnte es auch sein. Moment. Wir haben aber nur das mit I. Sammy Boy. Herzlich willkommen. Ich suche mal nach der Endung. Lässt du... 25 Milligramm. Oder ist das nur die Zutat? Das können wir, da müssten wir nochmal in die Apotheke zurück, um zu gucken, ob das nur eine Zutat ist. S. Dissected. Wie verschrieben, oder das heißt das hier? Ich weiß genau, wie das auf Englisch heißt. S-directed, ne? Das kann ich tatsächlich auf dem zweiten Monitor besser lesen, weil das ein bisschen runtergepixelt ist. Genau, wie verschrieben oder so, ja. Lestus. Dieser Punkt, ne, das ist der T-Strich, ne? Lestorate. Lestorate. Kann das erste Wort distilled heißen? Du meinst das Wort, was ich versuche zu entziffern? Könnte es ein D sein am Anfang? Nicht wirklich. Da fehlt am Anfang irgendwie ein Bogen. Nee. Das am Ende heißt schon, glaube ich, Rate oder so am Ende. Das ändert doch auf Rate hier. Tirate oder so. Wenn es distilled ist, mache ich aus. Könnte auch ein T sein, der erste Buchstabe. Testosteron. Dann sind wir beim Testosteron fast. Moment. Wenn es wirklich ein T ist, weil Testosteron gibt es. Testosterate. Das ist ja... dann passt das ja natürlich. Dann passt das auch. Sie will jetzt in ihrem Bordell Sachen auslegen, die die Manneskraft erhöhen, damit sie mehr Sinn ergibt. Damit die Männer mehr Geld ausgeben. Aber ist das wirklich lesbar? Testosterate. Ein T ist es nur wirklich nicht. Ja, ich mische das mal zusammen, speichere aber vorher mal. Ah, now you can see this prescription the way Doc wrote it. Ich dachte, jetzt verrät er, was es ist. Das wäre jetzt der Gag gewesen, dass er gesagt hätte, oh, da steht der Testosterate. Ja, wir versuchen es mal mit Testosterate. Ich gehe zurück in die Apotheke. Oh mein Gott. What a game. Gute Nacht, Sammy. Zu der wohlverdienten Ruhe, würde ich mal sagen. Wenn du es jetzt nochmal anguckst, machen wir doch glatt nochmal. Dein Wunsch ist mir Befehl, Körnchen. Achso, das Glas und das ist jetzt schon direkt miteinander verknüpft. Finally, you see the prescription as Doc Gillespie must have seen it when he wrote it. Ja. Through the bottom of a whiskey glass. Also das muss man wörtlich nehmen, ne? Through the bottom of a whiskey glass hat er das Rezept geschrieben, also. Stand das denn in der Erklärung von dem Rezept, dass er es durch den Through the bottom of a whiskey glass geschrieben hat? Finally. Achso, ich muss wahrscheinlich benutzen, ne? Ne, er sagt nichts dazu. Du wolltest wahrscheinlich wissen, ob er was dazu sagt, ne? Ja, das wäre ganz cool, wenn man es irgendwie einloggen könnte. Und dann, dass man es bestätigt bekommt. I'm back, Sadie. So Perfect.
Die Grafiken wirken alle schon sehr dreckig. Das ist so ein bisschen der Sierra-Touch, ne? Ich glaube, Sierra, die haben halt Hintergrundgrafiken gezeichnet und dann eingescannt und dann gepixelt. Ich glaube, daran liegt das so ein bisschen. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Dass es dadurch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dreckig ist, was du meinst. Also halt nachgezeichnet, nachgepixelt von der gescannten Vorlage. Das finde ich, das mochte ich an Sierra Adventures dieser Ära nämlich auch nie so gerne, weil die diese Klarheit, ich meine, in Monkey Island 2 haben sie es auch gemacht. Das sind auch keine Pixelgrafiken mehr, die Hintergrundgrafiken bei Monkey Island 2, das sind auch Scans. Aber irgendwie haben die sich da ein bisschen mehr klare Struktur gehabt. So, Testosteron. You were so clever to use Doc's whiskey glass to read Madam Overy's prescription. Oh, now Moment. you prepare to carefully fill it. Sagt er mir jetzt nicht, was es ist? Oder muss ich die jetzt auf den Tisch legen? Ein bisschen mehr Mühe geben, wollte ich sagen. Ich will das Sierra nichts reinreiten. Ich glaube schon, dass sie sich Mühe gegeben haben. Aber ich glaube, Sierra, die haben wollten immer mehr Mühe aus sich bei den Texten geben und so, für die Geschichten oder so. Und hier für die Gags oder so. Und was ich, ja, die ganz frühen VGA-Sachen, aber du meinst jetzt nicht sowas wie King's Quest, ne? Also King's Quest, ich finde, ich kann mir zum Beispiel die ganz alten King's Quest-Grafiken aus Teil 1, weiß nicht, bis 3 oder so, das ist mir echt zu Paint-mäßig. Ja, das kommt noch dazu, genau, auf einer Röhre. Und ich spiele es auch hier im Vollbild auf einem 27 Zoller. Da sieht das natürlich auch sehr matschig nochmal aus. Wenn ich es mir hier im OBS anschaue, wo es schon ein bisschen kleiner gezogen ist, da sieht es auch besser aus. Genau, die waren noch EGA. Das kann ich mir eigentlich kaum noch geben. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte das Rezept. Wir müssen uns das Rezept anschauen. An Scanline-Finter gibt es sicherlich auch in Scum4M. Die ganz frühen Sierra Games waren alle sehr hübsch gezeichnet. Was? In welcher Welt? Also in meiner Welt nicht. Ich weiß nicht, wie früh willst du da zurückgehen? Also ich spreche wirklich von King's Quest 1. So, hier. 5 Milligramm of testosterone emitters orally twice a day will add masculinity to the lightest male. To prepare, combine 10 Milliliter of, also 10 Milliliter Phenosulfon. Erstmal den Messbecher rausholen. Ich erinnere mich an die Qualität von King's Quest 1. Da war schon echt seiner Zeit voraus. Richtige AAA-Grafik mit Open-World-Spielmechanik, ne? Ja, genau. Ich erinnere mich auch noch an King's Quest 1. Ich war live dabei. Das hat mich damals auch nicht angesprochen. Phenosulfo, das war das hier, ne? Phenosulfo, das hier. Und dafür brauchen wir wie viel? 10 Milliliter. 5, 10, dann stellen wir es schnell wieder zurück. Mit 10 Gramm NT Bromelgein Powder. Powder? Ist wahrscheinlich hier, ne? Ja. Was habe ich gesagt? Wie viel? 30. Das Pulver. Tue ich das hier drauf? Nee. Sierra, wenn Dark Souls-Spieler mal Point-and-Click wollen. Das passt ganz gut. Außer Larry waren die Sierra Games aber auch nicht so meins. Da fand ich das Söldnersterben von LucasArts viel angenehmer. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Andererseits ist zum Beispiel Conquest of the Longbow ein richtiges Meisterwerk, was die Grafik angeht. Das wollte ich mir tatsächlich auch schon, das ist bei mir sogar in der Wunschliste, ja, auf GOG. Das gibt es bei GOG auch zu kaufen, das Robin Hood Adventure. Ich weiß bloß nicht, ich bin halt wirklich nicht so ein großer Fan vom Sierra Gameplay. Also Gabriel Knight
1 und 2, ja. Phantasmagoria, ja. Eine Hassliebe so ein bisschen. Hallo, Sunshine. So kann man es sagen. Es gibt Spiele, die liebe ich wirklich, aber auch gibt Spiele. Laura Bow mochte ich vom Setting, also Laura Bow, Dagger of Amon-Ra, mochte ich vom Setting, aber vom Gameplay überhaupt nicht, gerade zum Ende hin. Wie soll ich das jetzt vermischen? In die Beaker. Miep, miep. Miep, 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 miep. Beaker, 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 Beaker. Achso, das ist schon drin. So, alles im Beaker. Bring it to boil. Allow to cool ever so slightly before adding. Also genau, das Oxid, das werde ich jetzt erstmal abwiegen, damit ich jetzt schon mal bereit habe. Und zwar 5 Gramm Reserpicline-Oxid. Das hier, 5 Gramm. Und jetzt müssen wir, also das muss jetzt erhitzt werden und bevor es, oder beim Abkühlen, dilute with enough. Was heißt dilute? Mischen oder? Misch es mit genug Nitrabilcosonate to make 75 Milligramm. Auflösen. Also doch zusammenmischen auch, ne? Ich muss es in 75, beziehungsweise ich muss mal gucken, wie viel ich gleich habe und das dann in 75 Milliliter, dann muss es am Ende 75 Milliliter ergeben. Okay, das habe ich jetzt erhitzen. Milligramm. Achso, Moment, hier kann ich 5 Milligramm reinlegen. Das hätte ich da drauf machen sollen, ne? Das wäre. Kann ich das da reinfügen? Nee. Also habe ich die 5 Milligramm. Your work area is a little dusty. Dann hätte ich mir die Waage sparen können. The alcohol lamp feels cool to the touch. The alcohol lamp is empty. You must first fill it with fuel. Fuel. Alkohol ist mein Retter und mein Rettungsboot. Ist mein Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. Leg das bitte zurück. Leg das bitte zurück. Dankeschön. Hallo, hol mal Birne, hol. Water. Wie kann das mein Zeug dann? Also 35 brauche ich gleich. 35 Milliliter von dem Nitro. Kann ich das denn abmessen, wenn ich keinen Messbecher mehr habe? Hier. Ich messe. Ja. Ich messe schon mal die 35 Milliliter. Ist es? Was ist Nitra? Das war's hier, ne? Nitra bei Dingsbums, die Wams, ja. Eins, 2, 3. 65, 75. Seine Zeit halt mega, aber schlecht nach modernen Prinzipien gealtert. Die Serra Adventures. Ja, man muss das immer so ein bisschen im Kontext sehen. Ich habe ja auch Gabriel Knight 1 sehr, sehr gemocht, aber da gab es auch Sequenzen, wo ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, wie man zum Beispiel Schlamm suchen sollte da vom Flussufer und der Schlamm hat sich nicht abgesetzt. Das war auch kein Hotspot. Man musste an eine bestimmte Stelle an dem Ufer klicken, um so Schlamm aufzunehmen. Das war überhaupt nicht visuell ab und das war auch nicht mit Mouse-Over gekennzeichnet.
Soll ich Alkohol von woanders her besorgen, oder? Ne, das muss es hier geben. Ich muss doch hier Fuel für meine... Kann man sich das irgendwie auch anschauen lassen? Worte? Da ist mein ganzer Scheiß drin, ne? Das muss ich erhitzen. Spektroskop, das brauche ich, glaube ich, für die Stuhlproben und so. Ja. Im Inventar habe ich ja nur ein leeres Whiskyglas. Mal gucken. Meter, Phosphat. Das ist mit der Zutaten. Ich habe doch irgendwo schon mal puren Alkohol gesehen, oder? Ich bin auch durch die ganze Stadt gelaufen. Ich meine, ich hätte irgendwas gesehen, aber ich glaube, ich mache es mir wieder zu kompliziert. Ich übersehe hier wieder was. Streichhölzer. The alcohol lamp feels cool. The alcohol lamp is empty. You must first fill it with fuel before you can... Auf welchem Schlauch stehst du denn? Also ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil ich das Zeug erhitzen soll hier. Bring it to a boil. Erhitze es und dann abkühlen lassen danach. Und danach die 5 Gramm von dem Oxid, die ich schon abgewogen habe, angeben. Also wie man die zum Brennen bringt. Ich hätte auch gedacht, dass ich brauche einen Bunsenbrenner oder sowas hier, ne? Aber sowas gab es noch nicht zu seiner Zeit. Das ist die Pillenmaschine, Alkohollampe. Das ist ja auch zum Anzünden. Er hat gesagt, er empfiehlt der Alkohol. Ja. Ich denke, ich muss noch mal mich auf die Suche nach Alkohol machen. Let's go. Ich hoffe, das bleibt hier so liegen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem. Mal kurz gucken. Ah, ich hätte speichern sollen. No, er hat es wieder weggelegt. Ach, come on. So viel Mühe gegeben. Hatte ich hier irgendwo Alkohol stehen gehabt? Das war Wasser. There's no need. Ah, Moment, war das irgendwo... Irgendwo habe ich das doch gesehen. War das beim Friseur? War es hier irgendwo? This bottle is filled with this century's most... This bottle is filled with this century's most incredible medical breakthrough. Was war das nochmal? Lass den Doc mal in die Lillereihe. Was? Wie soll ich das denn machen? Here on top of your... I don't know how to do to rülps. I cannot rülps anymore. Quit picking at everything. Quit picking at everything. That's the sign of an obsessive-compulsive personality disorder. But that's okay. Wisst ihr, was mir noch auffällt? Dieser Pixel hier. Was ein Dös. Quit picking at... Moment, ich muss die Tür aufmachen, damit ich hinkomme. Nimm den Nagel aus der Wand. Quit picking. Aber irgendwas muss das auch sein. This is your pharmacy. Ja. Okay. Also kein großer Fan von den Medikamentenherstellern hier. Okay, Freddy. Das ist kein Alkohol. Hat er noch ein bisschen Feuerwasser? Gab es was hier? Irgendwo hat man was gesehen. The door swings open. From the back you hear... Help yourself! Nee, er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Alkohol habe.
Sunday, Sunday, Sunday. We turned the floor of Coast Gold Arena into a giant mud box. C. Funny stagecoaches. C is a giant 18-wheel monster stagecoach crushing everything in its path. C. Kit. The amazing steam-powered covered wagon Night Riders only at Coast Gold Arena. Sunday, Sunday, Sunday. Ja, was erwarte ich da? Ich weiß nicht. Nicht, dass ich die Medikamente mischen muss, tatsächlich. You can't. Als Kopierschutzmaßnahme. The heavily stocked back counter runs along the eastern wall of... Paperbacks habe ich ja. Die habe ich genommen. The heavily stocked back counter runs along the eastern wall of the general store. A paper bag lies there. Ob ich das jemals in meinem echten Leben auch anwenden kann? Ich hoffe nicht. Assorted size buckets. Check in. Dafür, ich habe hier nicht den Stream angemacht, damit ich was lerne. Ach nee, ich wollte mal kurz hier schauen. So, da waren die Stiefel. Sind das... Ich meine, ich habe Stiefel und ich habe den Abholschein für Stiefel. Claim the boots. Score! Sal, do you still have that pair of boots I dropped off for a shine? I know it's been about 6 years now, but I just remembered I left them here. Let me see. What's the number on this claim check? Let me look under the counter here. Yep, still here. Have 'em ready for you next Tuesday. Oh, never mind. I'll just take them as is. Don't worry about the storage charges, okay? Don't worry. I will not worry. Ich habe aufgehört, mich zu worrien. Stiefel. Ja, genießt den Zombie, solange er noch da ist. Ich habe vergessen, ihn jetzt rauszunehmen. Nutzt nix. Eigentlich sollte er heute schon nicht mehr da sein. So, Stiefel. Stiefel, Stiefel. Oh, these passenger pigeon skin boots bring back memories of the days before Kenny the Kid gave you an ear job. Ich sammle hier gerade meine ganze... Ich habe das Gefühl, ich muss mich am Ende in mein altes Selbst verwandeln. Ich habe schon meine Kutte gefunden, ich habe meinen Hut gefunden, jetzt habe ich meine Stiefel auch gefunden. Ihr Zombie-Hater. Nee, wir mögen Zombies. So, wir geben Zombies auch eine Chance. Was ist das hier gewesen? Ja, ist das der Alkohol? This cabinet contains boring tonsorial equipment. Nee, da war das hier. That canister is labeled NO2. NO2? Natriumoxid hoch 2? Nee, Moment, Natrium ist Na. Muss man jetzt anpicken hier. That just... But it hasn't been offered to you. What is this attitude where you're trying... Was ist das hier? This cabinet... Ne, ist auch nix. You wouldn't care to give this place a white glove. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist nur ein Spiegel. Das macht den Raum nur ein bisschen größer. Hatte den Bullenkopf hier. Sal didn't really want a buffalo head mounted on his wall, but when it ran through the back of the building, he decided to just leave it. Once this lamp burned whale oil. But you know how hard it is to find whales around here. Das Öl aus der Lampe klauen? This thing wouldn't work if you pump 50... Oh, ich sollte ihn Dialoge aussprechen lassen, weil sie so viel Mühe gegeben haben. This thing wouldn't work if you pump 50,000 volts into it. Kind of like the banker, the sheriff, and most of the other folks in town. Ich schaue mich schon wieder viel zu viel in Gegenden rum, die mich noch gar nichts angehen hier, ne? Ich muss einfach nur einen Wal finden. Moment. Ich kenne jemanden in der Stadt, der einen Wal schnitzt gerade. Der Typ im General Store, der schnitzt doch einen Wal. Problem gelöst. Natrium. Mit dem Besenspül, ne. Backpulver kommt in die, ne, zum Freimachen der... Oh, wer ist das denn? Zum Freimachen des Abflusses. Stopp. Ja, sprechen. Do I look like I have time for idle chit-chat? Honestly, some people think that just because a woman works at home, she has scades of free time. Well, let me tell you, I don't.
I have the washing, the ironing, the cow to milk, the butter to churn, the barber shop to sweep out, the books to keep. Well, I could just go on and on and on. But as usual, I'm in too much of a hurry, and a lady never complains about her lot in life. Not that all the women around here are ladies. Oh, der Text ist umgesprungen. Why, the stories I could tell you about some of these women. Not that I know any of them personally, of course, but one does hear talk round the barbershop, you know. But really, I'm too busy to be standing around like this. Sie würde gerne tratschen, aber hat keine Zeit zum Tratschen. Moms Café. Bei Moms Café gibt es eine Insektenplage. Die wollten sich so eine Fliegen, wie nennt man das, diese Fliegen, Fallen, die so kleben, bauen. Aber kann ich mit dem Wachs vielleicht so eine Fliegenfalle bauen? Damit die Ruhe haben? Oder mit dem Moment, vielleicht geht das ja wirklich. Ich mache aus dem Papp-Tüte und dem Wachs mache ich eine Fliegenfalle. Oder auch nicht. Die Frau war 10 von 10 unsympathisch. Na gut, die wird schon mal nicht geheiratet. Aber wir sind ja bei der Lehrerin. You press down on the... Moment, das muss ich so... You press... Nee. Bisschen Hämorrhoidencreme in die Tüte rein. Okay. Hier gab es Bohnen und so, glaube ich. Vielleicht kann ich ihn ja jetzt auf Alkohol ansprechen, wenn ich weiß, was ich brauche. Got any Ovaltine in stock yet? Oh yes. In the last 10 minutes we've got in a whole wagon load. Ein Scherz. Really? Wow. No, I was being sarcastic because you were asking such a stupid question. Don't ask any more stupid questions you already know the answer for. Bitte einmal voll machen. Ne, ich habe nichts zum Vollmachen. Ja, ein Wundermittel. That just doesn't. They don't. Dadgum's lecture. Never touch the stuff. Too many medicinal ingredients. Gets in the way of the booze, know what I mean? Verträgt sich nicht mit Alkohol. Macht nicht so schnell besoffen. Alkohol. Ich meine, ich hätte irgendwo schon Alkohol gesehen. Echt. Bin einfach zu viel schon rumgekommen in der Stadt, dass ich mich nicht mehr genau erinnern kann, wo das war. This dice game is known as Chuck. Sam Andreas owned. You can't think of any. Got any Ovaltine in... Oh, no. Damn it. Wir waren beim Hotel, wir waren im Hinterausgang. Können zum Mom noch mal reingehen. Aber guck mal, wir sind fast bei 555 Punkten. Ich habe das Rezept noch nicht ausgefüllt. Also das Ziel ist ja, bevor ich das Rezept ausfülle, 555 Punkte zu bekommen. Bin auf einem guten Weg. Was ist mit den Boys da oben? Könnte klappen. Welcome to Course Gold, strangers. Hello, I strangers. haven't seen you around these parts before. What are you New in buying? town? You hear the unmistakable sound of grinding and cracking teeth. You hear the 100% Run nennt man tearing das. sound of 6 severely chapped lips curling up in ugly sneers. You hear the pop of knuckles as 3 trigger fingers flex in readiness. You decide your friend. Ich habe übrigens heute noch mal Limbo durchgespielt. Das ist ja echt nochmal ein verdammt gutes Spiel. Ich zum zweiten Mal durchgespielt. Damals auf der 360, glaube ich, zum ersten Mal gespielt. Und beim Ende kommt man ja immer so ein bisschen ins Nachdenken. Jedes Mal, glaube ich, wenn man es durchspielt, hat man eine andere Interpretation für das Ende. Ring, ding, 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 ding. Ich glaube, das Alkohol finde ich wahrscheinlich in der Apotheke. Habe ich das da übersehen? Das Alkohol. Bank, da oben. Das habe ich mal angefangen, aber ich mag die Art von Spielen nicht. Auch Braid nicht.
Ja, Braid habe ich nicht durchgespielt bisher, aber ich habe es mir nochmal installiert, weil ich es nochmal spielen wollte. Es wurde mir irgendwann damals zu schwer, aber damals habe ich noch nicht so viele Puzzle-Plattformer gespielt. Ich glaube, jetzt fiel mir auch Limbo ein bisschen leichter, wo ich mehr von diesen Puzzle-Plattformern gespielt habe. Da waren ja nur Ameisen. Ich könnte ein paar Ameisen in Wachs nehmen. Das können wir mal ausprobieren. Einfach nur, weil es geht. Speichern, aber bevor ich über diese gefährliche Brücke gehe. Hast du Inside oder sowas gespielt? Oder Planet of Lana? Weil sie gehen ja auch alle so in diese Richtung. Planet of Lana ist natürlich grafisch noch ein bisschen schöner. Limbo ist natürlich diese... Du magst ja alle nicht, genau. Ist einfach nicht dein Genre. Ja, verstehe. Ich mag diese Puzzle-Plattformen doch ganz gerne. Wo ist denn das Laufsymbol da? Ein paar Ameisen. Ich könnte es auch versuchen, in den Papierbeutel zu tun. Ich denke mal, das brauche ich, um die Insekten aus der anderen. Aber ich bräuchte eine Spinne eigentlich gegen die Fliegen in dem Laden. Oh, er geht hin. Da geht er erst hin und versucht es einmal. Braid war witzig, fand ich auch. Aber ich habe es damals zum Release gespielt. Das habe ich mir nicht gekauft, als es das war ja so eins der frühen Xbox Live Arcade Games. Und da war ich dieses Spielprinzip noch nicht so gewohnt, aber deswegen habe ich es mir jetzt nochmal installiert nach so vielen Jahren, um es nochmal zu spielen. Ein paar Level habe ich schon gemacht, aber ich habe es nicht durchgespielt damals. Wahrscheinlich so die Hälfte oder etwas über die Hälfte. Jetzt versuche ich doch nochmal den Wachs. This puddle. You try to mold the wax with your bare hands, but the wax is just a bit too stiff to handle. A feeling not wholly unfamiliar to you. So, wenn es zu steif ist. You touch the ice pick to your finger. Kann ich das mit dem Ice Pick irgendwie bearbeiten? Nope. Nicht, bevor ich nicht Modell habe. Das ist schon ein bisschen, ist schon erkaltet, ne? Der Wachs. Nee, was wollte ich machen? Ach so, genau, ich wollte mal ausprobieren, ob ich gerade den Hotspot nicht getroffen habe. Den Ameisenspot. Wo ist denn hier der Hotspot? Da, wo das blau ist, ne? Nee, okay. Ants in my pants. War nicht die Lösung. Yes. Halt, stopp, geh zurück. Warum geht er denn jetzt über die Brücke? Das sollte er nicht. Halt, stopp. Okay. In der Bank? Nein. Ich gehe nochmal zurück. Zur Apotheke. Merchant. Ich könnte mal mit dem Willy Wonka hier sprechen, der Typ, der da schnitzt. Hiya, Whittlin' Willie. How's the whittling going? Hiya, Sonny. Just splendidly, thanks. I'm working on an old dead beach whale. It's going to be my best work to date. Will it be Kann man sich aus Kartoffeln nicht auch Schnaps brennen? Dann könnte ich daran mein Alkoholhaus herstellen, ja. It ain't gonna be for sale. I'm an art. Das hatten wir schon gesehen. Möchtest du vielleicht das Wundermittel haben? Sorry, son. That stuff's too strong for me. But you know, some moonshine would go down real Ja, machen wir uns ein good bisschen right Wodka. None of the items along the back counter are for sale. Chester's stocking up for the big quake, which is due any day now. Das große Erdbeben kommt, das heißt, die Welt geht auch runter hier. Okay. This coffee grinder. Ach, das ist der Coffee Grinder. Der Coffee Grinder. It feels rough. Ja, die Steuer. Also das Handling des Spiels ist manchmal auch. Ich mag das halt nicht, mag es nicht,
Aktions-Icon mit einer rechten Maustaste durchzuklicken. Das ist auch etwas, was ich an Sierra Adventures nicht mag. Dass diese Icon-Steuerung. Course Gold's Main Street was one. Weil wenn man einmal zu viel klickt, direkt an den falschen Aktionen. Drüben ging es zu den Kindern, zu der Schule. Hier noch mal. Vielleicht eher noch was übrig. Hast du noch ein bisschen Schnaps in der Tasche? Herbert, how's it hanging? As usual, Mr. Farkas. Of course. I've had Das how haben wir much schon. of 5. Ja. Thank Das already know. Ja. Kann ich damit sweeten the deal. What a generous offer, Mr. Farkas. Unfortunately, union rules specify that I must turn down tips or gratuities of any sort, unless they're in the form of canoes. Ah, lässt sich mit Kanus. What? Kanus You expect bestechen. me to tip a canoe? Ich soll es umschubsen. Irgendwie das Gefühl, ich komme hier gar nicht voran. Ne? Ich meine, ich habe schon viel geschafft, aber nicht das, was ich soll. Das, was ich soll, schaffe ich nicht. I'm back, Sadie. Perfectly. You thought an iced cream stand would attract customers. Mostly it attracts cockroaches. Ich gucke nochmal den Laden hier durch, vielleicht habe ich hier was Especially now that übersehen. the iced cream deliveries have stopped. Eigentlich müsste ich ja alles haben, ne? Gerade Alkohol sollte ich irgendwo This hier haben. multi-instrument Was war das? Ne? on the upper shelf of the überhören, was hier ist. left-hand cabinet you find Pearls of Pauline Anti-Prune Finger Bathing Gel, My Little Cleft Palate Mouth Repair Putty, Dr. Limbaugh's Da habe ich die Chocolate Day Hämorrhoidencreme Cannabis her. Extract, Cremation Non-Dairy Coffee Ash, Peaches and Cream brand Cream Peaches, and Chinaman's Choice Peaches Real and Oriental Cream. Curative Straight. This is a deluxe shelving unit featuring polished mahogany inlays, filigreed end caps, extra wide mid-height shelf, Ich and will no mir nicht den skid Schrank recessed anschauen. legs. Ich will mir die Sachen, die draufstehen, anschauen. On top of this cabinet, you have a stunningly arranged display of Old Snuffy's Limp Root Hair Oil Cream in the 8-ounce, 16-ounce, and giant 64-ounce Baby Huey jars, as well as a few dusty boxes of Rustler's Stove chocolates. Rustler's Stove, the standard of drugstore chocolates for over half a century. Ne, das ist eine CD-ROM-Version. Das ist nicht die GOG-Version. Eine SCUM-VM CD-ROM-Version. On the upper shelf of the right display case, you keep some of your hot sellers. Prospector's Pride Uranium Hair Highlighter. Her Majesty's In dieser Version kann man keinen Alkohol finden. Toffee Lumps. Softlock. Where'd you get those rosy cheeks face pincers? Chapspit Mucous Membrane Astringent Balm, Old Crater Face's Arsenic Complexion Tablets, and Smathers and Smathers Scrape Me Off the Ceiling. Naja, es geht eher so in Richtung archive.org oder so. Die größte Festplatte der Welt. So, irgendwas hier hinten vielleicht noch. Mal hier die Schränke durchsuchen. Up on the top shelf here, you keep your overstock. Giesbro and Palm's Athletic Foot Solvent. Apex Ear Hair Wax. Dr. Lecter's Open Wound Bracer and Hangnail Melt-Away Compound. M. Purina Slug Chow. And Vester's Guaranteed Pumice Acne Treatment. Also es kann sein, was ich ja habe ist, ich glaube das hier. Ich glaube, da könnte sein, dass da auch ein Hintbook mit dabei ist, weil das diese Sierra Originals Anleitung ist. Ich meine, die hatten auch immer mit einem Hintbook. Ne, da muss man auch anrufen. Das habe ich mir früher auch. Da hatte ich King's Quest 7, hatte ich mir da Goblins, hatte ich glaube ich auch. Ruf mal an. Wo ist denn die Telefonnummer? Registrierkarte, technischen Kundendienst. Also der Kundendienst, das ist nicht die Hint-Hotline hier. Wir können aber auf den Fax schicken. Aber Fax können wir rund um die Uhr schicken. Das geht jetzt. In dem Handbuch ist da vielleicht was drin? Das ist das deutsch übersetzte Handbuch.
Ah, Moment, hier vielleicht. Was haben wir denn hier? So bewegt man sich in Coarse Gold. Das sieht gut aus. Ach nee, das ist so die Anleitung, wie es funktioniert. Das ist jetzt keine Lösung. Okay, dann müssen wir selber auf den Alkohol kommen. Hintbuch hat 50 Seiten. Ne, hab ich nicht. Kein Hintbuch hier. Ich kann mir nochmal den Rest hier anschauen. The top shelf is where you keep all the newest, most scientifically advanced medications safe from shoplifters. Dr. Winterhalter's magnetic effluvium tonic. Professor Munson's deep wound iodine salt bomb. Müssen wir jetzt Alkohol destillieren in so einer Apotheke. Squire, PhD's effervescent enema granules. Haben wir denn irgendwie die Möglichkeit, Alkohol herzustellen, laut unseren Anleitungen hier? Müssen wir das erst herstellen? Ich bin jetzt auf der Suche nach Alkohol. Habe ich da nicht irgendwas, was ich herstellen kann mit meinen Zutaten? Weil dann müsste ich damit ja anfangen. Wie war dein Stream? Du bist noch bei Baphomets Fluch. Oh, Baphomets Fluch. Das wäre so schön jetzt, Sebo. Baphomets Fluch ist ein Spaziergang gegen das hier. Castor Oil. Chloroform. Codein. Ja, Baphomets Fluch ist... Du hast mich ein bisschen drauf gebracht, dass ich doch irgendwann doch nochmal Teil 3 nochmal versuchen sollte, jetzt wo ich auch den Windows-Rechner hier habe. Kann sein, dass ich Baphomets Fluch 3 auch schon irgendwo gekauft habe. Mal. Bapho ist Urlaub, das hier ist wie ein Arbeitsmontag. Ja, ich muss ja auch voll arbeiten in dem Spiel. Ich muss Apotheker sein. Da habe ich mich doch im echten Leben konkret gegen entschieden, Apotheker zu werden. Jetzt muss ich das im Videospiel machen. Und Teil 3 ist besser, als man denkt. Ja. Ich glaube, den gebe ich... Da, hier, Moment. Isopropylalkohol. Used in perfumery as a solvent. Can also used with rub-downs. In topical refresher. In Parfüm wird es benutzt. Hatte ich nicht oben in meinem Schlafzimmer noch meine Herrentoilette gehabt? Also da, habe ich da vielleicht Parfüm? Bin ich da was auf der Spur? Also das macht überhaupt keinen Spaß, jetzt hier in der Anleitung rumzulesen. Ich bin ja eher so der Rätselmensch. Ich möchte im Spiel rätseln. Ich war so froh, als man irgendwann nicht mehr Anleitung brauchte. Chlorid. Parfüm. Und es gibt dort einen der besten Dialoge der gesamten Adventure-Geschichte. Ich glaube, das hast du mit deinem Stream auch schon gesagt, Sebo. Als wir drüber gesprochen haben bei dir. Mit dem Dialog. Da bin ich ja mal gespannt. Moment, hier ist was. Moment, hier steht irgendwas mit Alkohollampe. The following is a list of desirable household equipment treatment. All items may be purchased through us or finer pharmacological equipment stores nationwide. Note? Ja, ich brauch Fuel für die Alkohollampe. You will also require the following chemicals. Kann ich das bestellen? Herr Doktor, ich brauche Hilfe. Hast du einen kleinen Hinweis? Ich möchte gerne ein bisschen weiterkommen. Was mit dem Alkohol? Ich habe gerade die Idee, dass ich irgendwie versuchen sollte, Parfüm umzuwandeln in Alkohol. Deswegen gehe ich nochmal hier hoch. Ich habe es schon mal vorgelesen. You don't really need those grooming aids. You're a Western-style hero. Your hair is always in place and your gums are always sparkling pink. Das ist ein Handbuchrätsel. Ich habe es im Handbuch schon mal vorgelesen. Im Handbuch habe ich, was ich vorgelesen habe, war das hier. Used in perfumery and as a solvent. Can also be used for rub-downs and as a tropical refresher. Tropical refresher.
Ist es das? Bin ich da an der richtigen Stelle oder ist das was anderes? Sonst of the First habe ich heute ein Projekt mit einem Kumpel angefangen. Nee, okay. Das heißt, ist das ein Co-op-Horror-Game? Das ist es nicht. Was habe ich denn da noch vorgelesen? Was habe ich vorgelesen? Bleach? Nee, Borax? Koffein habe ich schon mal vorgelesen, aber Koffein ist kein Alkohol drin. Sollte zumindest nicht sein. Schon 12 Uhr? Nee. Bei mir ist gerade gebimmelt. Um 12 Uhr bimmelt immer mein Telefon. Hör auf zu streamen! Du bist 5 Stunden online. Hör sofort auf. Castor Oil. Proof Chilling 3 Boss Around. Hustensirup könnte es auch drin sein, aber das habe ich nicht vorgelesen. Elixier? Ist in Elixier vielleicht Alkohol drin? Hier! Okay, ich hab's. Most Elixiers have in common an extremely high alcohol content. Das ist es. First ist ad infinitum. Ah, okay. Muss jetzt aber ins Bett. Gute Nacht. Ja, danke für den Raid nochmal, dass du an mich gedacht hast. Das freut mich sehr. Wenn ihr also Horror sehen wollt, seid ihr beim Toasterkelch richtig. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ich muss mal probieren. Also was ich probiere, erstmal den Alkohol in die Lampe reinzufügen. Ist auch noch im Inventar. You fill the alcohol lamp with Dadgum's alcoholic elixir. Wer liest, ist klar im Vorteil. Ja, jetzt muss ich den ganzen Kokolores aber nochmal machen, den ich schon wieder vergessen habe. Testosteron-Kram. Ja, Testosterate. 10 Milliliter Pheno. Phenosulfon. 10 Milliliter. Ich sollte mal wieder ein Foto machen. Das macht das wieder ein bisschen einfacher. Wir machen wieder moderne Technik. Moderne Technik aus dem Jahr 2023 für Spiele aus dem Jahr. Aus welchem Jahr ist das Spiel eigentlich nochmal genau? Gefühlt würde ich sagen, das muss nach 1991 sein, weil die einen Gag über Hannibal Lecter gemacht haben, glaube ich. Also mit 92 oder sowas um den Dreh. So, dann machen wir das Foto. Apotheker ist Geld Zuckerschlecken, außer man verkauft Globuli. Testosterate. Moment, ich mach mal hier im Vollbildmodus. Bitte scharf machen das Bild. Ja, damit kann ich arbeiten. So. 93, ja, okay, das kommt hin. Das kommt auf jeden Fall hin. Es ist 1993. Wir spielen Sierra Adventure. Meine Freundin freut sich nicht, weil ich keine Zeit für sie habe. Und ich die Hint-Hotline anrufen muss und wir kein Geld mehr haben, um uns Essen zu kaufen. Also 10 Milliliter 10 Milliliter, dafür brauche ich den Zylinder. Von vorne nicht, dass ich verpasse. Das hier. 10 Milliliter. Schön wieder zurückstellen. Ordnung muss sein. 30 Gramm Enterio. Das hier. Genau. This is where you can. I know. This is where. Wo ist denn der Hotspot hier? This is where. 30 habe ich gesagt, ne? 30. Bring it to boil. Das muss ich erstmal zusammenmischen. In einem Beaker. In einem Beaker. Schön. Ordnung muss sein. So, die 30, die stelle ich mal zur Seite. Die 5 Gramm. Ich habe hier einen 5 Gramm Messbecher. Dann da muss rein Resapiceline Oxide. Das ist das letzte, was ich mir anschaue.
This is where you... This is where... Ist der Hotspot? This is where you... This is where... Oh, verdammt nochmal. Ich mach's jetzt hier drauf. Da kann ich es besser abmessen. Dieser blöde... You're working. Dieser... This is where... This is... Der ist für nichts zu benutzen, dieser 5 Gramm Löffel. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich das Spiel gekauft habe. Am nächsten Tag eine französische Arbeit in der Schule verhauen, weil ich es lieber das Spiel gespielt habe, anstatt zu lernen. Ja, das kennt jeder Spieler. So gefesselt hat mich das Game, aber dann doch nicht früher. Das waren eher andere. Also bei mir waren es auch eher andere als das hier. So, wir haben die 5 Gramm hier. Wir haben den Beaker hier. Jetzt ein Alkohol ist drin. Jetzt kann ich das Ding anzünden. Und This is where... erhitzen. The chemical warms slowly over the alcohol lamp. Now it's getting pretty hot. Good thing your calluses are thick. Gut, dass ich Blasen am Finger habe. Chemical rapidly reaches a full So, es rolling es boil. kocht. Jetzt abkühlen lassen. This is you quickly lick your fingers and pinch out the alcohol lamp. Sicher ist sicher. Ist es abgekühlt? Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich allow it to boil and cool. So. Aber ich brauche noch 5 Gramm, 35, 40 und 5 sind 50. Jetzt brauche ich noch 20 Gramm Nitrobutylloxine. This is where you... This is... 20 Gramm. Nitroglycerin. Wo ist es? Achso, das kann doch flüssig sein. Moment. Nee, kann nicht flüssig sein. Da haben wir den Salat, da fehlt mir wieder was. Ist das etwas, was ich auch noch... Moment, ist das etwas, was ich vorab noch herstellen muss? Kann das sein? Nitro... Achso, okay. Ich wollte gerade gucken, ob das etwas ist, was ich vorher zusammenfügen musste. Da ist es, nämlich das hier. By itself, but when combined with compounds... Okay, das ist nicht zu mischen. Da ist es, genau. 20 habe ich gesagt. Ups. Ach, das ist eine Flüssigkeit. Und 20 Milliliter. Naja. Es ist spät. Es ist spät. Ich bin jetzt nicht mehr für alles verantwortlich hier. So, 45. Dann habe ich die 5 Gramm noch nicht reingetan? Moment. 50, doch. Ah, die 5 Gramm, da muss doch noch ein Gramm mehr mit rein. 25, okay. So, müssen wir auf 70. So, da sind die 70. Pour it into medicine bubbles and cork. This is where... So, ist leer. Ist leer. Oh, wir haben es geschafft, glaube ich. You carefully label the container, Madam Ovary. Ah, ich bin Apotheker. You peek underneath. So. Apotheker. Wow. Da können wir die Story eigentlich gleich mal anfangen, ne? Hoffentlich. Hoffentlich ist sie die letzte Kundin. Ich hoffe, sie ist die letzte Kundin. Ich will die Story endlich machen. Why, merci, Freddy dear. That's gonna be 22 cents, Sadie, but for you, I'll make it 19. What do you say we just sorta take it out in trade? Ich will die Naturalien bezahlen. Ich weiß nicht so genau. Well... Why, thank you, Freddy. Ooh, you sweet potato pie. I'll catch you tonight, maybe, huh? Or at 4. Dann bekomme ich ein Taste of my own medicine. Short while later... Nee, jetzt kommt nicht nochmal jemand. Das ist die gleiche, okay. Oh, Freddy. Sadie, back so soon? Hon,
I hate to say this, but one of the girls tried a swig of this. Now I'm down one girl. I'll have to send out to St. Louis for another. Would you mind very much looking at this and seeing what's up, hon, huh? Ich bin doch kein Arzt, ich bin nur Apotheker. Very strange. Okay, I'll Ich give habe it mich, another try. oh nein, ich habe mich I know what vertan. went wrong. Oh, habe ich mich vermischt? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Bei den Ameisen. Ich meine, ist nicht so schlimm. Ich habe ja alles, was ich brauche. Da ist wohl ein Mädchen gestorben. Habe ich das Rezept denn noch? Oh, ich habe hier das... Guck mir das mal... irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben es alles richtig gemacht. You hope you got this prescription right. After all, pharmacology is an art, not an exact science. No. Ich habe mich vertan. Aber es sind 70 Milliliter, das ist richtig. Oder? Und sie darf nur 5 Milliliter zweimal am Tag. Ich hoffe, daran hat sie sich gehalten. Soll ich nochmal laden oder... Dr. 8-Bit, ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal laden, um das nochmal von vorne zu machen. Weil es tut mir ein bisschen leid, dass dein Mädchen gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel dann damit schon irgendwie verkackt habe und den Kopierschutz umgangen bin. Habe ich einen Punkt abgezogen bekommen? Nee. Oder ob das sein muss. Also ist das ein... Ich glaube nicht, dass das ein Storypunkt ist, You ne? were just informed that your prescription filling work was shoddy. You're not gonna hand back the same Okay, bad... ich muss es nochmal machen. Ich habe mich vermischt. Dann machen wir es nochmal. Ja, das ist nicht normal. Dann mache ich es nochmal. Den ganzen... Genau, ich habe ja alles, was ich brauche. Yes, Wir sind ja... Ich habe ja alles schon mal... Alles ganz fleißig eingesammelt. Wo habe ich mich denn vertan? Ente. Contemplating duck dinner, Freddy? Kann ich mit der Ente auch sprechen? Talking to ducks? Desperate for company? Aber Enten sind super süß. Ja. So, ab in die Apotheke und dann nochmal schauen. 5 Milliliter zweimal am Tag. Ist für die Maskulinität. Aber warum haben die Mädchen das denn gegessen? Vertue ich mich da? Sie hat gesagt, sie hat das den Mädchen verabreicht. Das ist doch voll falsch. I'm back, Sadie. Sorry for the delay. I just had to check out a few things. Perfect. Nein, keine Enten essen. Enten wollen leben. Also mich wundert, dass sie das dem Mädchen gegeben hat, obwohl das hier steht nämlich in einem Rezept, beziehungsweise im Rezept steht, dass es nur für Männer ist. Also ist es nicht meine Schuld, wenn sie das den Frauen gibt. Der letzte Zombiegang vielleicht. Für ein Jahr. Genießt ihn noch einmal. Hier steht nämlich Masculinity to the lightest male. Nicht, dass wir uns vertan haben und hier was Falsches mischen. Wir gucken uns das Rezept nochmal an. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein T ist am Anfang. Testosterate. Doch. Bis auf, dass der erste Buchstabe nicht wie ein T aussieht, kommt das hin. Eigentlich Testosterate. 25 Milligramm pro Tag. Milligramm? Hier steht 5 Milliliter pro... Zweimal. Die Dosis ist falsch. Muss ich die Dosis noch umrechnen? Und vor allen Dingen Milligramm, eigentlich müssen es Milliliter sein, weil ich ja eigentlich was Flüssiges herstelle. Das wundert mich gerade.
Ah, es ist kein Tee. Dankeschön. Wer hat mich denn auf das Tee gebracht? Bitteschön. Wer war's? Ich will jetzt keine Finger zeigen. Ich zeige jetzt auf niemanden mit dem Finger. Lestositerate. Also es muss irgendwas sein mit 25 mit Milligramm. Und nicht mit Milli. Das ist ein P. Da hat sie ihren Mädchen dann das Testosteron gegeben. Will nicht wissen, was dann passiert ist. Das hier vielleicht? Das hier. Oh, das ist ein Abtreibungsmittel, oder? Ist das ein E? Im Hinpunkt steht, dass da eigentlich die Puffmutter zurückkommt, weil einem ihrer Mädchen ein Bart gewachsen ist. Müssen wir Östrogen herstellen oder was? Bin ich jetzt richtig hier? Baby produced into homemade grind, powder to prepare films, gym dosages on the pure sheets of medical dispensing paper, recommended maximum dosage. Testosterone. Nee, das ist nein, das ist es auch nicht. Nein, das ist es auch nicht. Testosterate. So sieht es nämlich aus, ne? Hört die Musik schon auf. Ich mache mal eine Überbrückungsmusik an. Musik ist schon aus, weil ich so lange brauche. Ein O vielleicht? Von der Beschreibung hört sich das passend an, ne? Auch, dass da die Zutaten stehen. Und 25 Gramm, das würde auch passen von den Einheiten her, ne? Das heißt, ich muss hier 5-mal diese Dosis herstellen. Guck noch einmal durch. Ein Kuh ist es nicht, ne? Quino. Nein, kein Kuh. Not a Q. Also ich glaube, wir sind da auf der Spur Tetra. Nein, auch nicht. Testosterate hatten wir. Dann fotografiere ich mal das Östrogen hier. Ja, das fotografiere ich mal. Da muss ich mal gucken. Da steht auf dem Rezept 25 Gramm. Das funktionieren soll. Kann man bitte ein Foto machen? Bitte lächeln, Spiel. Ich mache ein Foto von dir. So. So, auf geht's. Ich habe Arbeit zu tun. Das muss ich wenigstens heute noch schaffen. Das wäre ganz gut, wenn ich das schaffe. Dann kann ich mich nachher hoffentlich auf das Spiel konzentrieren und nicht mehr Rezepte ausfüllen. Dafür habe ich hier keine Streaming-Ausbildung gemacht. So. Maybe produce grind 15 Gramm of B. Also grind. Wir brauchen erstmal eine Mörser. Mortar. That just doesn't. Das brauchen wir. Und dann brauchen wir 15 Gramm von hier. 15 Gramm davon.
Okay, daraus kann man dann am Ende 5 Gramm Dosen machen. Das macht man dann hiermit. Okay, das verstehe ich dann. Jeweils auf ein Papier. Davon brauche ich dann 5 Stück. Also. Gucken, ob ich da auch 25 von hinbekomme. Will ich auch noch was nachmachen. Also 15. This is where 15 davon und 15 Gramm Powdered Methyraphosphat. Ich hoffe, das ist schon verpulvert hier, das hier. Davon brauche ich auch 15. Nein, ich hab mich vertan. Einmal zu viel. Gut, dass ich genug da habe. 1, 2, 3. Kann ich das jetzt hier vermörtern? Oder geht das? Ja, okay. Prepare 5 Gramm Dosen. Okay, 5 Gramm Dosen. Hilfe! 1. Ja. 2. This is where 3. Hier ist sogar noch ein bisschen was übrig. Das nehme ich dann selber. Man weiß ja nicht, wofür. Ja, Platz mehr. Der Mörder muss weg. Der Mörder. Ich habe nicht genug Platz. Wie soll das gehen? So, jetzt habe ich's. Ich hoffe, das Zeug ist noch drin. Ja. Only place. This is. Oh, verdammt nochmal. Ja, ich hab's. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Your work area is a little. This is where you. Hilfe! Ich glaube, du musst die einzeln verpacken. Das wollte ich jetzt machen. Zack. This is. Leute, was geht denn hier? This is where. Jetzt ist er verpackt. Wie verpacke ich die anderen? Ach, du meinst, es war blöd, die alle direkt hier aufzufüllen? This is where. Oops. Weil er packt es sich ja so an. Wie kann ich das jetzt ins Inventar übernehmen? Klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Hätte ich das nacheinander machen müssen? Ach, in so eine Box. Okay, danke schön, ja. Das ist mein Fehler. Okay. Das steht nicht in der Anleitung so. Den nochmal hinlegen. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr. Hilfe. Ja, klappt so gerade noch. Oh, schnell weg damit. Schnell weg damit. Auf Nimmerwiedersehen. Bin fertig. 5 Powders. Du hast mir gesagt 25. Oder soll ich noch eins machen? Da stand nur auf dem Rezept 25 Gramm. Ich meine, ich hätte noch ein bisschen was ist noch übrig. Eine 5er-Packung, aber in dem Rezept stand doch nur 25. Hm? $25 pro Tag.
Für wie viele Tage es wie verschrieben? Hat sie mir gesagt, für wie viele Tage das Rezept war? Was steht denn im Handbuch? About dose box of 6. Maximale Dosis ist eine Packung mit 6. Das ist genau das, was ich hergestellt habe. Also 30 Gramm habe ich, pro Dosis 5. Kann ich speichern oder? Ach nee, ich probiere einfach mal eine 6er-Dosis. Ich mache einfach mal die maximale Dosis. Und dann, vielleicht ist es dann fertig. Vielleicht müssen da unbedingt 6 rein. Und sie nimmt sich nur so viel raus, wie sie braucht. Ich probiere es einfach. Ja, Moment, wo hab ich's denn? Ups. Wo ist denn jetzt mein letztes? Nein, wo ist denn jetzt meine letzten 5 Gramm? Und wo ist mein... Hat der alles resettet? No, 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 no. Mein ganzer Scheiß ist weg. Oh, I hate it. Muss ich nochmal machen. Ich hatte 5 in die Box gesteckt, weil da 25 auf der Packung stand, aber jetzt ist alles wieder weg. Ja, das trollt mich so hart. Mal von vorne anfangen. Okay. Also, wir holen den Mörder. Wir brauchen... $15 hiervon. Ich kann den Satz nicht mehr hören. Ich kann den Satz nicht mehr hören. Und das hier, ne? Ja. Jetzt packe ich die auch gleich einzeln rein. Damit der Tisch nicht voll wird. Einmal bitte. Das war's schon, ne? Man muss gar nicht viel mehr machen. Und dann nur in 5er-Packung ab. No. So. Ups. Ups. Wo ist der Hotspot? Wo ist der verkackte Hotspot? Ups. Achso, ich muss die 5 Gramm machen, sorry. Das ist mein Fehler. Ich muss die 5 Gramm. Fixe. Was? Ich hab schon gemischt. Ich suche nur den Hotspot hier zum Abfüllen. Mach was andersrum. So. Ich hab's geschafft. Yay! 5 Gramm, 5 Gramm, 5 Gramm. So, ab in die Box damit. So, was machen wir jetzt hier? Ratzi-fatzi. Your work area. Ist aber nichts drauf, doch, ne? Ja. Your work. Oh, ich liebe Sierra Adventures und die nicht erkennbaren Hotspots. Your work. You can't. Ach, da ist nichts drauf. Your work. So, wie viel haben wir noch? Einen. Ich hoffe, jetzt meldet er sich und sagt, jetzt haben wir es voll. Fertig. You carefully label the container. Schauen wir Madam mal. Ovary. Please, God, please. Lass mich nicht nochmal was mischen. Hier, diese schöne Box.
Why, merci, Freddy dear. That's gonna be 22 cents, Sadie, but for you, I'll make ist it der gleiche. 19. What do you say we just sorta take it out in trade? I'm a mite short this week. Well... Why, thank you, Freddy. Ooh, you sweet potato pie. I'll catch you tonight, maybe, huh? Or Catch you later. Tada. So, mal sehen, ob das jetzt richtig war. Es war... Nein, nicht noch einer. Hey, Pharkas! Oh, der wird my besucht. butt's killing me. He does know how to make an entrance, doesn't he? Sorry to hear that, Smithy. Der Schmied. Yeah, so give me some of that Preparation G. Preparation G, das heißt, er braucht irgendwas gegen Durchfall oder Verstopfung, ne? Eins von beiden. Irgendwas mit G, was bei Verdauung oder so hilft. Oder Hämorrhoiden. Die Preparation G habe ich doch. Das ist die Hämorrhoidencreme, ne? Einen Moment mal. Preparation G, das war das hier. Ach, das geht schnell. That just doesn't work like that. Doch. Gib's ihm. Score! That'll be 15 cents, Smithy. But Ich I werd don't reich. suppose you can pay me. Are you saying I can't pay my bills fair and square, Pharkas? Well, here, I'm gonna settle up tabs with you anyway, since I'm leaving town. Here's what I owe you. Smithy verlässt die pays you Stadt. his tab. A whole Ich bin wirklich reich. $4.87. Holy moly, a windfall. You're rich. Well, Können das zur kinda Ruhe sorta. setzen. Nie mehr Apotheken, If nie you mehr take Pillen my drehen. advice, you'll get out of this town, Pharkas. Sheriff's closing people up right and left. Something stinks. And I mean them horses, 'cause they're farting up a storm, I'm a-telling you. That was like to pass out. Somebody must have put something in their feed. I don't know what, but I tell you, don't go striking no matches out there. Good luck to you, Pharkas. You was always one of the good ones. Good luck to you, Smithy. Your strong back and gruff but good-hearted demeanor will be sorely missed. But you was a strangin'. Oh, das ist jetzt ein guter Cliffhanger, glaube ich. Nein, nicht noch einer. Ich will pointen und klicken, nicht mischen. I'm here to check out your fire safety per the shut up. Newtown regulations. Oh, look here. It's a good thing I came, Pharkas. I'm gonna have to shut this place up tighter than a pissant Das ist das Problem. Der Sheriff macht alle Läden But, zu. Sheriff, Ne? how could you? What's the charge? I haven't done anything wrong. Fire hazard, my boy. Fire hazard. Why, this building's a terrible fire hazard. Looks to me like this whole damn building's made out of wood. But, Sheriff, every building in this town is constructed of wood. I don't know nothing about that, son. Tough luck, Pharkas. From now on, just keep the front door locked. But what am I supposed to do, Sheriff? This is my livelihood. If and I was you, I'd talk to the bank. Gute Nacht, Lunatic. Schlaf gut. Ich habe das erste Rätsel gelöst, ne? Und wie viele Punkte habe ich? Moment. Wenn ich über 555 habe, habe ich meine Aufgabe erfüllt. The plot thickens. Sickens mit S stand da tatsächlich. Dann können wir hier speichern, ne? Was passiert? Nee, Moment, ist gerade eine Zwischensequenz. Sprach eins zu Triton. Warum denn all der Streit? Wir trinken schon seit Tagen und sind schon ziemlich... Problem being, the sheriff, an ornery cuss if there ever was one, was doing this all over town. The hotel, the playhouse, Gut, dass ich das nicht vorlesen muss auf Bayerisch the hier. tall and thin shop, closing them all down on some flimsy pretext. There was no telling who was going to be next. Who'd put the sheriff up to it? And what was happening with the horses, for crying out loud? It were a mystery, says I. Aufs erste Rätsel, Scarfi. Prost. Ich kann nur einen Satz auf Bayerisch, genau. Oli, zu wie viel tragen eine? Oli, zu wie viel tragen eine? Das ist der einzige bayerische Satz, den ich kenne.
Wir speichern jetzt und machen jetzt auch einen Cliffhanger. Wir spielen